Hallo YouTube. Wir gehen hier in den PBE-Rundown rein von Mortdog. Alles, was im neuen Set vorkommt, Units, Anomalies, etc., Augments, die neuen Augments, werden wir wahrscheinlich alles hier sehen. Ich habe mir das selber noch nicht angeschaut und ich will darauf reacten und schauen, was wir alles bekommen für Set 13. To talk about teamfight tactics, Into the Arcane, and do our PBE rundown. I'm so excited to share the hard work from our team, from our set lead Sean, Julian, Ryan, Milo, Winston, Tori, Peter, and so many other people that contributed to this Alle set. coole Leute wahrscheinlich. This is a big deal. Into the Arcane, our 13th set, and it's going to be a banger. There's a lot to be excited about in this set, a lot to talk about, and I can't wait to share it all with you here. So hopefully by now, I'm filming this Saturday afternoon. Arcane Season 2 is out, the first 3 episodes. Hopefully you've had a chance to check those out. If you Haben wir auch, vielleicht reden wir darüber auch noch. haven't, highly recommend it. Very high quality media there, so you should check that out. But Stimmt. if you haven't yet, that's okay. But for this set, we've decided to go very deep into the Arcane and base a lot of stuff off the show. So there's lots of cool to talk about. Let's dive right in. Ich finde, wenn man das Set schon Into the Arcane nennt und dann nur a lot of drauf based, not sure. Aber wir schauen uns das an. I won't keep you waiting. This is a PBE rundown. We are going to have a short PBE cycle. It will go live this week, later this week. But it's definitely going to be a short. Ja, ich habe mal schon gesagt, es wird rauskommen, PBE wird rauskommen am Abend des 12. Novembers für uns in Europa, wenn ich mich hier nicht täusche. Wann genau? Ich habe jetzt keine Uhrzeit gefunden, aber der Call war am Abend oder in der Nacht des 12. vom 12. auf den 13. November soll der PBE aktualisiert werden. Cycle since the set goes live on November 20th. So if you want to check it out, this is what you can expect on the PBE. So here we go. All right, on the 1 cost side, and I've ordered this by tanks first, then damage dealers. So our tanks are Amumu, Aurelia, Singed, Steb, Trundle, and our damage dealers are Darius, Draven, Lux, Maddie, Morgana, Powder, Vex, Violet, and Zyra. And hopefully the first thing you notice here is Steb, Maddie, Powder, Violet. We have a bunch of non-League of Legends champions that are from the Arcane show that our team worked really hard to create and put into TFT. So that's really cool to see. And you're going to see there's a bunch of these units. So really proud of Okay, wir reden lange drüber. Really cool to see. From there, I'm going to try to do a quick rundown on what you can expect here. Amumu is a tank with no mana, just procs a lot of he has that normal flat DR that's really good. If you can get him early with like a Gargoyle Warmogs, he's probably the best 1 cost tank. Doesn't scale as well as everybody else, but a really good opening tank if you can get him going. Wahrscheinlich ähnlich wie Tamkenchos Set 10. Das haben wir mit, oder was? Was ist die Fähigkeit? Early with like a Gargoyle Worm. Has that normal flat DR that's with no mana, just procs a lot of he has that normal flat DR that's really good. Okay. If you can get him early with like a Gargoyle Warmogs, he's probably the best 1 cost tank. Doesn't scale as well as everybody else, but a really good opening tank if you can get him going. Aurelia is a reprint. She's got that whirlwind that protects her, does some damage, and then strikes back. So good tank. Yep. Singed is a pretty cool tank where he gives himself durability, like 50% DR for a few seconds. Oh, das ist cool. But the cool thing is he then throws back a buff that will buff somebody in the backline and give them. Aber das ist, Singed ist wirklich ein Buffer einfach. Also, Amumu ist jetzt sehr nach, okay, ich tank einfach. So. Redet sagen wie, okay, ich bin ein normaler Tank, habe eine Fähigkeit mit, in der Zeit tank ich kurz echt viel, mach noch ein bisschen Damage. Singed ist halt einfach, hey, ich bin Tank, also, das sind natürlich alles Tanks, aber hey, ich bin, by the way, kommen wir später zu. By the way, ich bin Tank, aber ich buff auch. Das kann cool sein. Ich buff mich selber für eine kurze Zeit und ich buff auch meine Backline. Huge burst of attack speed for a few seconds. Das kann natürlich auch noch cool mit einem Attack Speed User sein. Ich denke jetzt an aus dem jetzigen Set Kalista. Das ist da wahrscheinlich, oder Jinx. Often you see a tank that can support the backline, but Singed can do that really well.
Steb is your typical bruiser frontline. He heals himself for a bit. One Das of the ist cool. twists with Steb, though, is that every time he heals, he also heals nearby allies. Oh, So das there's ist sehr actually cool. some setups you can do using things like Redemption that allow him to heal quite a bit if you want to get like a strong bruiser frontline with heals. And then there's Trundle, pretty basic tank, hits, heals, bites, no big deal. Good. Okay, es sind beides sozusagen Healer mit Bruiser-Trade. Ich finde, es soll noch kurz mal vielleicht noch die Trade schon. Ich glaube, er spricht die wahrscheinlich noch an, deswegen will ich da jetzt nichts vorne wegnehmen. And then we have our damage dealers. Darius is going to do a spin with his axe. Ja, ist ja apply a little bit of Standard. bleed, pretty cool. Draven's going to be throwing those axes. That's what Draven does. Just Draven things. He's a Ginsu's user, Deathblade, stuff like that. Ah. Lux, this is going to be similar to Set 9 Oriana, where she's going to throw out a small shield, and then her next auto will hit really hard and chunk for like 700 magic. Das kann natürlich dann cool sein mit dem Spellblade Augment oder mit Lichbane. Auch wenn sie halt nur Bonkers ist. Damage. Not baseline, but with items and stuff. So Lux is pretty slow at killing, but decent in the opener. Maddie is that sort of one-cost sniper paradigm that has a higher mana cost, but when she reaches her spell, instead of firing one big shot, she fires like 6 small shots that all add up to a lot. Mhm. But if you get the kill early, it'll like splash to a new target. The shots Okay. can miss though. She is a one cost, so beware of that. But definitely does some good damage, and you get like an early show. Das verstehe ich nicht, warum die Shots missen können, warum man das einbaut. Ich verstehe, dass man sagt, hey, One-Cost und es passiert halt. Das ist halt einfach. Aber das macht so Champs einfach so unattraktiv, finde ich, als Carry. Warum will ich einen Carry spielen oder warum will ich die Unit drin behalten und die Items geben, wenn sie missen kann? So, ich verstehe es, weil du willst halt, okay, warum sollte deine One-Cost-Unit auch carry? Aber wird das nicht, macht das nicht einfach One-Cost-Reroll einfach für den Champ möglich? Oder nicht unmöglich, aber habe ich lieber eine Two-Cost-Reroll, wo ich weiß, von dem hittet die Fähigkeit. Der macht den Damage, den er machen soll. On her, she can be pretty good. Morgana is a dot champion, 40 mana, applies a dot on people. With an early visionary opener, we'll talk about visionary later. Okay. You can apply dots pretty well. Really loves casting items. The base damage on her spell is really high, so make sure that you get her casting quite a bit. Then we have Powder. Powder is definitely a champion worth talking about here. We don't usually print one cost like Powder, but Powder is a high mana cost that can be reduced by family. And then the spell is a very large explosion. If you're somebody who doesn't like your backline getting destroyed, don't group them up and don't let the monkey walk to your backline. Because Okay. it goes boom. And she does a lot of damage. So definitely one of the biggest impact spell one costs we've ever printed. Definitely counterplay around that and stuff like that, but watch out for Powder. She can be explosive. Vex is a pretty standard 60 mana, shoots her spell, has some bonus AoE, so pretty solid spell. Visionary. Violet, another exclusive champion here. Frontliner who likes your BT Titan Sterix. Does some Bruiser, okay. rapid fire punch combos and can do some pretty good damage. And then Zyra is going to shoot her Vine out, hit a target. It doesn't stun, or I think it stuns the first target it hits. And then it splits into 2 and hits 2 more targets for extra Das ist damage. cool. Zyra reroll actually can pump out the damage, so Im Prinzip AP Nomsy. if you're looking for another one-cost reroll, you could play Zyra. Yeah, so there's a decent amount of rerolls here. Darius and Draven work well together. Lux and Zyra work well together. Maddie and Steb. Powder and Violet. And even Morgana and Vex. So definitely some good pairs here if you like those one-cost. Also es gibt ja echt viele Pairs, die du auf jeden Fall spielen kannst. Es wäre interessant natürlich, ob jetzt Family sozusagen eine Triple braucht. Oder Conqueror. Aber es hört sich schon mal nach sehr coolen Sachen an. So, das ist noch, also Darius Draven will noch die am normalsten sind. Aber wenn ich jetzt die Fähigkeit von Singed ist sehr interessant, finde ich. Die Fähigkeit von Step ist sehr interessant. Und die 4 finde ich auch sehr interessant. Rerolls. Okay, wir gehen nicht drauf ein. Dann will ich kurz drauf eingehen. Was für Trades wir insgesamt haben. Denn wir haben schon den Conqueror, der ist ja schon im vorigen Video sozusagen angesprochen worden, ist dieser Noxus Trade. Das deckt einfach Vertical Noxus hoch.
Vielleicht auch wieder so ein Duo One-Cost Reroll damit möglich. Wenn du hast eine Frontline-Unit, du hast eine Backline-Unit, die beide Damage-Dealer sein sollen. Pitfighter für Draven. Watcher für Davos. Das ist aber auch schon mehr Tank. Pitfighter hört sich sehr nach einfach kriegst AD oder so an. Wir haben Sentinel, wir haben Watcher und wir haben Bruiser als. Wahrscheinlich sind das diese klassischen Frontline-Trades. Bruiser kriegt HP, Sentinel kriegt wahrscheinlich Shield und Watcher kriegt MR und Rüstung. Und Pitfighter ist, glaube ich, so ein Warrior-Trade. Man kann vorne und hinten was machen. Sorcerer, sehr Magic-lastig. Ambusher. Das wird interessant. Scrap. Weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Da haben sie jetzt noch gar nichts drüber geredet. Du hast 2 Enforcer auch schon da drinnen. Das heißt, Enforcer Vertical gehen einfach. Visionary finde ich noch interessant. Black Rose. Das finde ich. Also Black Rose einzubauen, obwohl es Conqueror gibt, das wird sehr interessant. Ist dann LeBlanc auf beiden Seiten? Es gibt ja LeBlanc auch. Ich glaube, wir haben LeBlanc schon im vorigen Video gesehen. Experiment auch. Rebel haben wir auch schon gesehen. Gibt nur einen. Ah nein, die Rede ist auch noch Rebel. Chamber gibt es dann einen. Automate gibt es auch nur einmal als One-Cost. Pairs here if you like those one-cost rerolls. On the two-cost side, our tanks are Leona, Rel, Set, Vander, and Vladimir. And then our damage dealers are Akali, Camille, Nocturne, Renata Glass, Tristana, Urgot, Zeri, and Ziggs. Leona, pretty basic tank, gains a shield that gives her durability, fades away, does some AoE damage, nothing crazy. Rare Rel Conqueror. is an interesting one, and then she's another tank. She jabs her target and actually will steal some of their armor and MR to make herself a little tankier. Not a lot or anything, but, you know, gonna help her be pretty tanky. Kurz stoppen. Sehr interessant, dass sie Visionary auch hat. Und Conqueror. Ein Black Rose. Ich jetzt sie. Also sie ist natürlich nicht gerne in der Black Rose, aber sie ist auch nicht gerne in Noxus laut Store. Also laut Store. Also ihrer Story. Aber natürlich passend. Beide Sentinels. Gibt nur einen Bruiser als Two-Star-Unit. Urgot, da bin ich sehr froh, dass Urgot mit im Game ist. Ich glaube, ich hoffe, dass Urgot auch noch in Arcane vorkommt. Genauso wie Zeri. Bei Six verstehe ich nicht, warum es diesen Buff nicht gegeben hat vom letzten Set. Es gibt auch anscheinend keinen Yordle-Trade, sondern du bist Tristan ist in dem Emissary drinnen. Ja, ist auch Automate. Ne, hören wir weiter. Definitely worth investing in if you've got a lot of Visionary as well, because that'll get her casting more often. Set is a reprint. Wait. But, you know, gonna help her be pretty tanky. Definitely worth investing in if you've got a lot of Visionary as well, because viele Trade. Das wollte ich auch noch ansprechen. Auch wieder viele Free Trade Champions, wo ich großer Fan von bin. Dass man das ähnlich handhabt wie, ich fand in Set 12 jetzt das auch schon viele, wenn ich jetzt an Galio denke. Gerade so, dass der Champ, der mir am ersten einfällt, da hat sehr viele Free Trade Units gegeben. Wo ich einfach finde, dass du echt coole Kombis mitmachen kannst. So. Coole Kombis einfach mitmachen kannst. Deswegen, da freue ich mich schon sehr drauf. Das heißt, es wird weniger. Das heißt, du kannst mehr mit Emblems herumexperimentieren. Und weil in Set 11 habe ich das Gefühl gehabt, jedes Emblem war, shit. Was mache ich jetzt damit? Eigentlich habe ich meine Comp, meine Line, die ich gehe, und die funktioniert so. Und wenn ich jetzt ein Emblem mehr habe, was mache ich? Aber in Set 12 habe ich das Gefühl gehabt, man hat immer mit einem Emblem noch zusätzlich was machen können. Und das finde ich cool. Da hoffe ich auch auf Set 13 drauf. Often. Set is a reprint. Set's that set that we saw, I believe it was in Set 9, who would grab two people, jam them together, and stun them. Okay. So you definitely get him casting quite a bit. Vander is a really cool tank. Obviously, he's the father of the family, but the big thing here is if you remember Set 10 Cassante, who had that low mana cost, he would like duck like this for a bit, protect himself, and then punch really hard. Vander's similar spell, but the twist here is
The spell gets more powerful the more 1 and 2 costs in your army. Oh, das ist cool. Das ist cool. Sowas finde ich extrem cool. Das ist wirklich, hey, die Fähigkeit wird stärker, wenn du mehr One- und Two-Star-Units im Ding drin hast. Weil das ist eine coole Richtung. Das ist eine Richtung, in die man gehen kann. Okay, ich will, dass der mehr Damage macht, mehr tankt, mehr etc. Ich muss mir One- und Two-Star-Units kaufen. Und dann hast du ein cooles Augment dafür. Für ein Upgraded Adventure zum Beispiel. Das ist cool. Und das kann schon wieder in der Exodia kommen werden. Einfach. A 1 and 2 cost reroll, then get to level 8 and have 8 units that are 1 and 2 cost. Vander's Punch will hit like a truck. So pretty cool around comp building. Und du musst ihn dann eigentlich auch nicht Recost, also Restar bekommen, damit er stärker wird. So, du kannst dich vielleicht auf andere Champs fokussieren, auf andere Units, für die Geld ausgeben, sagen, okay, wenn ich einen Freestar kriege, cool. Wenn nicht, der scaled sowieso mit. Das ist cool. Das ist sehr cool. You know, family is a reroll comp, which we'll talk about later when we get to the traits. But really a unique twist for Vander here. Vladimir. Auf die Trades bin ich auch so gespannt. Also die schauen hier schon echt cool aus. Vor allem Black Rose, Conqueror, das mit drinnen ist. Emissary finde ich immer noch unnötig. Ich glaube, das hätte man, also das nimmt es für mich so ein bisschen raus. Warum ist da eine Tristana drin bei Into the Arcane? So, die Yordles werden niemals so in Arcane in der Serie vorkommen, wie es Noxus macht. Nami, das finde ich sowieso komplett fehl am Platz, wenn wir es gerade vor das Video sehen. So, keine Ahnung, außer Song geht einfach unter im nächsten Akt. Weißt du, was ich meine? Also das verstehe ich noch nicht so hundertprozentig, aber lass uns pretty standard. We've seen this before. Schauen wir mal. He's that frontliner who casts, deals damage, heals a bit. So pretty good tank, scales with Sorcerer pretty well. Das finde ich auch cool. Sorcerer und Watcher wieder. Passt sehr gut zu, wir sind bei 47. Passt sehr gut zu den zwei eventuell. Also kann man vielleicht wieder so wie jetzt Mages sind, Sorcerer bauen und du hast einen Frontliner, nämlich Vladimir, und zwei Backliner, was Lux und Syra sind. Und da Vertical reingehen. So if you want to play like a 1 and 2 cost reroll, then get to level 8 and have 8 units that are 1 and 2 cost, Vander's Punch will hit like a truck. So pretty cool around comp building. You know, family is a reroll comp, which we'll talk about later when we get to the traits. But really a unique twist for Vander here. Vladimir is your pretty standard. We've seen this before, where he's that frontliner who casts, deals damage, heals a bit. So pretty good tank, scales with Sorcerer pretty well. ALLE. ALLE is a really interesting melee champion that's probably one of the harder champions to play. But what she actually does is she hits her target. It's a pretty high mana cost. Then she hits her target, dashes back, and then dashes back towards them, hitting them really hard. But she does kind of aggro drop sometimes, and so she can be really good in the early game. Scales really well with that quick striker. But yeah, pretty solid opener. In fact, really the best openers we find are like Nocturne, ALLE, Camille. They're melee champions, and in the early game, their weakness isn't as pronounced. So really good openers if you can get them going. Okay. Camille is pretty cool. She's a 25 mana spell. And das the way ist it cool. works is basically she does like a flip kick. So it's like auto, flip kick, auto, flip kick. But the flip kick, what it does is it looks at the target and it says, which do you have more of, armor or magic resist? If you have armor, I'm going to hit you for magic damage. Lol, das ist if cool. you have magic resist, I'm going to hit you for physical damage. Das She ist actually cool. has like the first adaptive spell that we've ever seen. If it's a tie, she'll default to physical. But Understandable. pretty cool to see how it'll flip. The good news is, no matter what, it scales off AD, so your item build doesn't change. You still build her like, you can go IE, Titan, Oh, das ist DT. aber sehr Blue cool. buff's actually not bad on her. But no matter what, it'll just change the magic type. Ist nicht Shojin besser? Als Blue Buff einfach? Wenn du Auto-Kick machst, Auto-Kick, machst du vielleicht Auto-Kick, Auto-Kick. Das richtig den Beat droppen einfach. Das hört sich cool an. So Adaptive, das muss man halt immer. Ich meine, es ist halt ein bisschen wenig Counterplay-lastig. So. Weil du kannst dich nicht dagegen wehren. Sagen wir mal, das ist eine Exodia, Camille, wie auch immer es möglich ist. Und die macht dich einfach fertig. Und du denkst, okay, dann baue ich Armor dagegen. Dann macht sie dir Magic Damage.
Das heißt, du kannst sie im Prinzip nur mit HP besiegen. Und mit Healing. Das heißt, gegen Camille hast du halt wirklich nur 2 Warmogs. Also Warmogs, Gargoyles, Redemption und sie ist kein Champion mehr wahrscheinlich. Das kann ich mir schwierig zum Balancen vorstellen. What it needs to be, which is kind of neat. Nocturne, pretty basic. He's going to auto attack real quick. Every few autos, he's going to spin, gain a boost, keep doing that thing. A little bit like a. Kurz, weil ich da die Quick Striker sehe. Ich habe mich in dem Set so oft versprochen, Multistriker. Habe ich irgendwas anderes gesagt? Multitasker. Ich werde mich so hundertprozentig tausendmal beim Multistriker. Ich habe schon gemacht. Bei Quick Striker versprechen. Hundertprozentig. A Blender Nocturne Light. Yeah. Renata's spell is going to hit one target really hard. Renata, der nächste Gem, auf den ich mich richtig freue und auf den ich unendlich hoffe, dass sie in Arcane vorkommt. Ja, also, please, make it real. And then everything it passes through is going to get a shield. So you can do some pretty cool positioning with Renata if you want to get some shields on your team. Tristana. Tristana is pretty cool. If you like the stacking champions, Tristana's spell is a big burst, kind of like Namzi, if you will. It's a big cannonball. If it kills, the extra damage will pass on to the next target. So das ist you want the wichtig. spell hitting really, really hard. In addition, every target the spell kills, she's going to gain permanent AD. So if you can get an early Tristana with like an IE, you're going to get a lot of kills, you're going to stack up a lot of AD. We've seen this get as high as like 70, 80% bonus AD. Oh, krass. So, yeah, pretty neat. And then that scales really well with Artillery. Das ist krass, weil das klingt schon wieder sehr nach einfach tust der Reroll. So, du tust einfach du tust Tristana early kriegen, tust die rerollen und du siehst einfach dann Carry dann. Die Frage ist natürlich, was Emissary für dich machen kann, weil es ist im Prinzip so ein Support, ich glaube, es ist so ein Supporting-Trade wie Heavenly aus Set 11. Würde ich jetzt einschätzen, ohne dass ich was davon weiß. Und der Terrorist ist halt krasses Backlanding. Und vielleicht kannst du Emissary dann gut mit deiner Frontlanding irgendwie verknüpfen. Which we'll talk about later. Urgot is kind of like Nocturne, Camille, and Akali. Really good opener, Stage 2. Der ist auch Artillerist. What the fuck? Das erstens einmal, dass das Urgot kein Camperin ist, finde ich schade. Hätte man richtig gut dazu machen können. Heißt für mich auch, dass er nicht in Arcane vorkommt. Das bin ich ein bisschen traurig. Pitfighter und der Terrorist ist aber sehr cool. Er wird wahrscheinlich eine Frontline oder so eine 2-Hex-Range-Unit sein. Und ich glaube, also der Terrorist hat sich sehr nach mehr Range oder mehr Crit an. Und Pitfighter einfach noch mehr AD. Was? Stell mir cool vor. Tanky, he's got a bunch of different traits you can work with here. Artillerist, Pitfighter, Experiment. And just pumps out a lot of good auto damage. The spell's not really that insane, but it's just more damage. And so, again, if you run into like an Urgot 2 on 2-2 with 2 items, you're like, oh god, I might not be able to deal with it. Oh Gott, was macht der da? So Urgot's pretty cool. Zeri. Zeri is our Ginsu's user for the 2 costs. Okay. Her spell is literally Habe ich mir every mal 3 vorgestellt. autos do a bigger zap. So you definitely want her autoing a lot. I find that like Ginsu. Wait, das muss ich mal kurz anhören. 3 autos do a bigger. Ginsu's user for the 2 costs. Her spell is literally every 3 autos do a bigger zap. Also sie hat kein Mana, es ist einfach Free Autos? Oder also funktioniert es ähnlich wie bei Irelia, Set 11? Oder hat sie so low Mana Cost, dass. Oder meinst du immer damit, es sind 3 Seps, die mir Schaden machen? Na, every third. Also für mich an, okay, Pew, Pew, Pew. Pew, 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 Pew. Kann auch cool sein. Ähnlich wie. Wo man es gerade gehabt, irgendwie bei Camille dann nur ranged. So you definitely want her autoing a lot. I find that like Ginsu's plus Quicksilver plus 1 more item is usually pretty good. And then that works really well with Sniper because. Ja, wahrscheinlich einfach als drittes Item Runens. Aber wahrscheinlich sind 2 Cheat-Shoes aber wieder komplett OP auf dem. Auf so Gems. Zap has infinite range. So make sure. Wait, infinite range? That you use that. Zap has 1 more item is usually pretty good.
And then that works really well with Sniper because the Zap has infinite range. So Okay, make warum nicht? that you use that. And yeah, if you like Ginsu's, Zeri's your champion. Also works really well with Firelight, which will Jeder Kalista-Spieler spielt PBE einfach nur noch Zeri. with another champion we'll talk about later. And then Ziggs. Ziggs is a pretty standard, throws a bomb. The bomb splits into 3 little bombs. Those bombs deal damage. Because he's a Dominator, he's going to want lots of casting items. So, like, honestly, his best build is, like, Shojin Nashers. Because of Dominator, which we'll talk about later. But pretty typical AP carry there. Krieg wahrscheinlich pro Cast AP einfach, wie ein Kanter. Oder ähnlich einfach. Alright. 3 costs. Blitzcrank, Loris, Nunu und Willem, Rennie. Moment, wir schauen uns Nunu und Will. Okay. Wir schauen uns mal kurz die 2-Cost-Champs an. Mit den Trades. Obwohl wir haben zwischendurch immer schon geschaut. Was ich cool finde, ist hier Chamberlain. Wie gesagt, hier finde ich schade, dass es ja nicht Chamberlain ist. Black Rose finde ich immer noch sehr cool. Vor allem diese Kombination mit Watcher Sorcerer da. Ich glaube, hier die interessantesten Champs sind definitiv Camille, Derry und Tristana. Die können richtig. Und Wender. Das sind, glaube ich, die interessantesten 2-Cost-Champs. Alright. 3 costs. Blitzcrank, Loris, Nunu and Willem, Rennie, Scar, Swain are your tanks. And then your damage dealers are Cassiopeia, Ezreal, Gangplank, Kog'Maw, Nami, Smeech, Twisted Fate, and Swain. Swain 2 times? You might be wondering what that's about. Ja. We'll talk about that when we get to there. Okay. Alright, Blitzcrank. Pretty standard. Formswapper, deswegen. Tank gains a shield. That shield does some bonus damage. Because he's a Dominator, the more he casts, the bigger that shield's going to get. So if you can get him really, really tanky, Blitzcrank can do well. But you're definitely going to want at least 2 Dominator in if you're playing like an Automata Blitzcrank tank game. Loris, another pretty standard tank here. One of the enforcers from the show. Has that sort of big shield, protects himself. He tanks really, really well. Yeah. Nunu. Nunu is a tank, but his spell is actually his ult, where he'll gain a bunch of durability, do that sort of big AoE. Sieht sehr gut aus, ja. Flash damage to anyone who's standing in that AoE. Also works really well with his experiment bonuses. So pretty cool tank there. And then if he's a Visionary, so you can get him to cast a couple times a fight if you've got him really well equipped. Visionary hört sich aber wirklich an wie ein Mage. Aber schauen wir mal. Rennie is probably my favorite tank. I'll be playing Rennie a lot. Rennie is a 3-cost bruiser. Chem Baron's kind of a fake trait, which we'll talk about later. But what Rennie does is takes her chainsaw, lifts the person up, stunning them, doing a bunch of damage to them, and then healing from that, and then throwing them down. Sehr viel Healing dabei in Set 13. Instant Healing, Step-Up Healing. Also sehr viele Healing-Tanks. Also Anti-Heal wird high priority. He's got generally good stats. That heal helps out a lot. So I'm a big fan of Rennie. And then Scar is another one. Scar, again, from the show. Pretty cool. Look at all these characters we're making. Ja, also hier kurz auch nochmal Stopp. Die ganzen Unique Characters, alleine hier, Loris, Rennie, Scar, insane. Ich finde sowas insane geil. Dass man diese Show wirklich hernimmt und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass so Leute wie Twisted Fate hier drin sind und als Enforcer drinnen sind, die nichts zum Such haben in Wahrheit als Enforcer. Dass Nami drinnen ist, dass Gangplank drin ist, oder Kog'Maw, die auch absolut nichts zum Suchen haben in der Show. Für mich heißt das jetzt natürlich auch, dass Blitzcrank nicht vorkommen wird in Arcane einfach, weil Automata mit dem Victoria-Skin. Aber ich finde es, also ich bin gerade sehr gespalten zwischen, sie haben mega coole, unique Charaktere gemacht, die einfach nur für diese Show da sind und nur deswegen auch in TFT da sind, dass man wirklich sich fühlt wie, hey, ich bin gerade in Arcane drin. Und auf der anderen Seite haben sie halt dann ein paar Units drinnen, die einfach wirklich mich irgendwie wieder rausziehen. Was macht Nami hier? Nami fällt doch voll auf, alleine wenn ich die alle, ich meine, ich verstehe ihren Trade und sie soll auffallen. Sie soll mit diesem Emissary, ja, aber selbst wenn, ja, ich verstehe, dass man Champs kriegen muss oder dass man Units zusammenkriegen muss, das zieht mich irgendwie ein bisschen raus. So, das ist so mein einziger Kritikpunkt gerade, dieses, was macht Blue-Haired Ezreal hier? Warum ist Twisted Fate ein Enforcer?
Aber das ist wirklich das Einzige, was mich gerade rauszieht. Auf der anderen Seite, die Trades sind mega cool. Die Gems insgesamt sind mega cool und passend. Man hat sowas drinnen wie die Black Rose. Das stört mich überhaupt nicht. Cassiopeia hat auch nichts zum Tun, aber die Black Rose, die schwarze Rose an sich, ist ja ein Punkt, ähm, den man aufgreift. Also hier auch noch mit Spoilern. Und das ist einfach, das ist auf der anderen Seite was sehr cool, dass man es wirklich aufgreifen will. So, und da stört mich auch fast nicht. Aber, also, der Wahl, das wäre der einzige Kritikpunkt. Das ist, was eine 10 von 10 der Wahl wegmacht. Dieses, ah, was machst du da? Was machst du da, Twisted Fate? Und Piltover und so weiter da. Und Piltover und Zorn. Also, sie haben Urgott drinnen. Orianna fehlt mir jetzt gerade noch. Die ich noch nirgendwo gesehen habe. Und Twitch muss ja auch noch irgendwo vorkommen. Den haben wir auch schon gesehen. Genauso wie Jinx und Vi. Ich meine, ich verstehe es, aber ein bisschen rausziehen tut es mich trotzdem. Scar is another champion that's really, really good. He throws out 3 little grenades that stun people. So it's kind of like Shen from the last set, where you get like 3 stuns. Works really well with Horizon Focus. But the big thing with Scar is he is very tanky because of Watcher and Firelight, which we'll talk about later. So if you get like a Scar Zeri reroll, you're going to be in a great spot. So pretty easy comp to play. 2 Cost und 3 Cost Reroll. I'm not sure, ob das gut funktioniert. And Scar will be one of those painful things that's really hard to get through. Okay. Okay, Swain. Swain is our first form swapper, and I think y'all are gonna love form swappers because you talk about flex play. Form swappers are flex play in a big way. What form swappers do is if they're in the front 2 rows, they have a spell. If they're in the back 2 rows, they have a completely different spell. Das ist natürlich komplett insane. Sie machen im Prinzip seit 11 Lovers als normalen Trade. Das finde ich cool. Das finde ich extrem cool. So kannst du dein Team auch noch, also so kannst du eine Comp wirklich auf das ausbessern, wo du sagst, habe ich gerade zu wenig. Du machst irgendwann, ich denke gerade an Storyweaver Z11. Storyweaver Z11 hat irgendwie 3 Tanks und 2 davon waren One-Cost. Also das ist im Prinzip nur Galio und ansonsten hast du aber gehofft, dass niemand durch diesen Galio durchkommt. Aber deine ganze Backline war einfach voll und da war auch noch irgendwo eine Carry-Unit. Cool für das Spiel. Weil wenn ich jetzt sage, hey, ich habe mega viele Tank-Units und jetzt habe ich Swain auch noch, der gehört in meine Comp, aber wohin? Meine ganze erste Reihe ist schon voll. Ja, dann stelle ich ihn in die letzte Reihe und das ist mein Carry einfach. They may as well be a completely different champion. So in the front 2 rows, Swain has kind of a spell you'd expect from him, right? He casts, goes into bird form. He's going to be healing during that bird form and being very tanky, doing a little bonus damage as well. Put him in the back row. Now all of a sudden he's a Shojin Deathcap user who's shooting crows out and doing big damage to the target, as well as some more AoE damage with those crows. So you can play him as a backliner or a frontliner based on what you need. You know, in Conqueror, in Sorcerer, he ends up being as a frontliner. But if you're like want to play Conqueror with some AP items, you can play him as a backliner. Pretty neat. So I really enjoy that. Ja, das ist echt cool. Yeah. Mega cool, mega coole Idee, mega cooles Konzept. Meine Frage ist gerade nur, brauche ich halt mehrere Form-Swapper, um den Trade funktionieren zu lassen? Oder funktioniert Form-Swapper jeder für sich? Also, ich kann Form-Swappen nur, wenn ich Swain und Gangplank drinnen habe, weil beides sind Form-Swapper und dann kann ich Gangplank nach vorne stellen, Swain nach hinten stellen und dann aktiviert sich das erst. Oder ist es sozusagen immer eine unique Ability, sozusagen? Das wäre noch interessant zu wissen, wie das funktioniert dann genau im Ingame einfach. Aber ansonsten mega cool. Mega cool. Cassiopeia, kind of a blue buff Shojin user. Again, another Dominator. Dominators you're going to find really love their blue buff Shojin now. Er redet so viel über den Trade Dominator. Ich will wissen, was die Trades machen. Das ist ja hier Hinhalten vom Feinsten. But shoots a target, every 3rd shot is like a bigger one. Pretty cool. Also im Prinzip wie Zeri. Also Cassio ist Zeri Free Cost. Israel has some pretty good traits here. He's going to be shooting his auto attacks hit pretty hard. Going to be shooting that big AoE ult that he's got. Not the R ult, but more like the hits a target and explodes in an AoE ult. Okay.
Gangplank. Gangplank in the front row is going to be your typical BT Titans Sterix user. He's got like a slash that does really good damage to a single target or some AoE if there's a bunch nearby, and then heals himself. In the back row, he's going to be applying these like explosive grenades to people. Pew, pew. At full mana, he's going to trigger them all, which do big AoE explosions. So in the back row, he's more like a Ginsu's, IE, Shojin, Deathblade kind of user. So, Okay. yeah. Alright, Kog'Maw. Also, Swain ist halt AP, Tank, AP Carry, Gangplank ist AD Tank, AD Bruiser, AD Carry hinten. Is another really cool champion. We made an attack speed champion here that doesn't use Ginsu's. Oh. Kog'Maw's spell is I gain 25% attack speed for the rest of combat, and I think it's 3 times I cast this, I also gain range. So you want Kog'Maw to actually have like Shojin plus Archangels plus another damage item like JG, and he'll actually get to 5.0 attack speed pretty quick without that, at which point if you had a Ginsu's, it really wouldn't be that good because you'd already be capped. So pretty. Das finde ich cool, weil das ist ein Carry, wo du sagst, hey, ich habe Shit-Items, ich habe einfach keinen Jinjus, ich kriege aber 17 Kog'Maws, was mache ich? Dann sagst du, ja gut, fuck it, ich gehe trotzdem drauf. Weil es ist ja bei sehr, also kommst, wenn ich jetzt an Fairy, wenn ich jetzt an Kalista denke, wenn es da keine 2 Jinjus hast, oder wenn es nicht mindestens einen Ginsus hast, bist du einfach verloren. So, du hast einfach einen halben Champion nur. Das finde ich cool. Das ist weniger, ich meine, du bist immer noch itemabhängig, wenn du jetzt, keine Ahnung, nur Cloth Armors kriegst, dann will ich auch keine Kog'Maw spielen. Aber so ist man wenigstens Item, so kann ich sagen, okay, ich habe keinen Ginsus, aber ich kann auf die Comp trotzdem gehen, weil sie ist stark. Das ist sehr cool. Neat to see. Big fan there. Nami. Nami is an emissary, which we'll talk about later. You're going to see Nami in a lot of comps. Nami's spell is just the wave that bounces and like hits 3 targets for damage. Nothing crazy here. Good sort of, but again, her emissary bonus, which we'll talk about in the trait section, is going to make Nami a very high desired champion, I think. Okay. Smeech. Smeech might get the award for the second most annoying champion in the set. Smeech is going to jump to the weakest. Das muss aber auch sein. Also wenn du Smeech hast und so ausschaust, musst du aber auch mindestens der second annoying Champion im Set sein. Low item champion. And in the set, Smeech is going to jump to the weakest low item champion and gonna slash them for a lot of big damage. It's really good if you're playing. Aber vorhin haben sie mal gesagt, dass Smeech Backline-Unit ist. Okay. Und der Sept. Aber okay, vielleicht sind noch manche Sachen noch nicht hundertprozentig fix. Chem Baron and want to make sure you get a couple kills. Smeech will jump to really weak targets and kill them. That being said, he does prioritize Smeech reroll income. So he's not going to necessarily jump to their like 3-item carry. He's not that like full backline access. But again, you're like 0-item carry right next to them. They might die. So look out for Smeech. And then Twisted Fate. Twisted Fate is an AP user. Throws out, every time he casts, he throws out 3 cards. One of them heals, one of them stuns, and one of them does some AoE damage. So Quick Striker plus Shojin here. Aber wie kann man das vorstellen? Kann man das wie Auto-Attack vorstellen? Und das ist halt einfach einmal Stun, einmal AoE-Damage, einmal Healing. Okay, ich muss, also Auto-Attack, 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 okay, Ultimate, ist das mal ein Healing. Auto-Attack, 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 diesmal ist Stun. Oder kann man es mehr wie eine Twisted Fate Q vorstellen, indem es in diesem Kreis, also in diesem Dreieck jetzt mal geht und die ganz linke healt immer und wer halt getroffen wird, davon wird geheilt. Die mittlere stunt, wer getroffen wird, wird gestunt. Das wäre noch interessant, das wäre noch interessant zu wissen. Aber ich verstehe es gerade falsch. He'll be tossing cards out really, really well. All right. Sorry, ich muss mich immer wieder muten für Husten etc. Weil ich noch ein bisschen krank bin. Nochmal kurz die Freestars anschauen von den, wie gesagt, Formswapper extrem cool. Renny Smeech Reroll? Kog'Maw? Also das sind auch wieder sehr coole Champs einfach. So anscheinend ist hier Emissary Trade sehr gut. Okay. Das kann man schon gut als Reroll irgendwie vorstellen, beides Chem Barons. Er soll sehr annoying sein, sie soll ein guter Tank sein. Er soll ein guter Tank sein.
Firelight ist ein Trade, auf den ich mich extrem freue. Okay. Tossing cards out really, really well. All right, 4 costs. Now we're Schaut getting sehr to the cool good aus. stuff. Mundo, Garen, Alawi, Elise are your tanks. And then Ambessa, Corky, Echo, Heimer, Silco, Twitch, Vi, Zoe, and Elise are your damage dealers. Ja, vom Swapper. So, yeah. Mundo is going to be a really, really big tank. Loves Warmogs. This guy loves health. Ja, na gut, Mundo liebt Health. Also, ich meine, das muss man nicht erklären. His spell is he regens a bunch, gets really bulky, deals some damage Du hast 2 Emissaries of 4 Cost. Okay. He's pretty just self-tanky, but scales really well with HP. And again, he's a Dominator, so every time he casts, it's going to be bigger and bigger heals. If you can get him to like his 3rd cast in a 4 Dominator comp, he'll be healing a truckload. So definitely one of the best selfish tanks. Bin so gespannt auf Dominator. Erzähl's mir doch einfach. He's also a tank that really likes HP, but he also likes armor and MR. He kind of likes both. The big thing is his HP gets shared with nearby allies because of his emissary bonus, but you don't want that armor and MR to make sure he's tanky enough to go with his DR that he's getting from Watcher. Ja. So Garen's not quite as tanky as Mundo as far but as Watcher selfish, durability. but Gut zu wissen. can make a team a lot better. Really plays well with other Watchers here. You know, if you want to play Scar plus him in that Firelight comp, that's a really good way to go. So, yeah. Alawi, definitely another really powerful tank here. Is going to like your Gargoyles, your Warmogs, your Redemptions, and is going to be able to slam targets, draining some health from them, staying alive. Wait. Machen wir später. We find in our playtests Alawi in particular because she's a Sentinel, and 2 Sentinel is very flexible and very, powerful. Alawi and Elise get played a lot. Elise gets played a lot because she's a bruiser, and because when you put her in the front line, her spell is that typical 4-cost AoE CC spell. Cool. She's going to jump into the back line a little bit, kind of like the old Jarvan ult from Set 9, and shoot a bunch of webs that's going to stun people in place. And the big thing is, she actually has a heal that comes with the spell. So for the first time, it's not just the CC, she also gets to heal a little. Oh, das ist wichtig, glaube ich, weil, wenn ich jetzt an Set 11 zurückdenke, mit Nautilus, der lange nicht gespielt worden ist, weil er eben so ein Pseudo-Tank nur ist und einfach nur, ja, er sieht halt alle und stirbt dann. Cool, jetzt habe ich keinen Vorkost-Tank mehr. Und einfach dann nur gespielt worden ist, weil halt Mythic so stark worden ist und weil er halt gut gebufft worden ist. Aber das finde ich gleicht dieses Ding aus. So, ja, sie stunt und sie ist ein Stunner für Vorkost. Aber sie healt auch und ist mit dem nicht nur Pseudo-Tank, sondern richtiger Tank. Which makes her scale pretty well with like AP. So, yeah, those are your tanks. Ambessa is a really interesting champion. I really like Ambessa. She starts out. Ich nicht in League. Die ist krank. What the fuck? Out at 2 range, even though she's a melee unit. And then she's going to be attacking with her chains from a wide range. At which point she'll cast her spell where she dashes in and like hits somebody up, kind of like her ult in SR. Then she switches to full melee, gains a bunch of attack speed, punches a bunch, and then dashes away and does another spell. So she's moving. Jetzt verstehe ich, was sie gemeint haben mit 2 Stands. Das war im vorigen Video, in dem Reveal von dem Besser für TFT ist ihm gestanden, oder haben es gesagt, sie hat 2 Stances. Einmal eben dieses ein bisschen High Range und ein Target wird halt gefokust. Und dann einmal ein sehr melee-lastiges, sie attackt im Halbkreis und attackt mehrere Champs gleichzeitig zum Beispiel. Jetzt checke ich, und meine Frage war daraufhin, okay, wann ändert sich die Stance? Ist es vielleicht eben vorm Swapper, wo ich habe sie eben vorne in den 2 vorderen Rows stehen und dann ist sie eben dieser Nahkampf, Dashy, attackt im Halbkreis und wenn ich sie in der Backline, in den Backline-Rows habe, ist sie eben dieses mehr Range, eine Unit gefokust, aber es kommt einfach mit den Ults. Also sie hat zuerst diese Stance 1 und attackt und dann kommt die Ulti und dann ist sie in der Second Stance. Finde ich auch cool. All around works really well with like Edge of Night, BT, Ja. IE, stuff like that. Also Bruiser, Assassin, Items. But Ambessa pumps out the damage a lot, dashes around, can be pretty annoying. I don't really like Titans on her as much because she's much more damage focused, and then you kind of want her to drop aggro. Hodge wäre dann wahrscheinlich ganz cool, no? So
Edge of Night seems to be a lot better on her. Corki, probably the easiest to play 4 cost. Just a solid, you know, build your IE, Last Whisper, Giant Slayer Corki. He's going to be shooting out these missiles that do a bunch of damage. Oh, das ist cool. Das ist cool. Wenn man wieder eine gescheite Backline AD-Unit hat, die nicht jeden Patch genervt oder gebufft werden muss, da hoffe ich drauf. Your typical 4-cost backline ADC. He's not a Ginsu's user by any means, so just does some big damage with that spell. Stacks really well with artillerists, so yeah. Echo, kind of like Ambessa, really likes Edge of Night. You can go like Edge of Night, but he's AP, so it's like Edge of Night, Hodge, and then you've already got Ambusher. Aber wieso Hodge auf ihm und nicht auf Ambessa? Warum Hodge auf... Wäre da nicht dieses alte Caterbill, also dieses Set 10 Caterbill noch geil? Jeweled Gauntlet, Hodge? Oder irgendwo AP reinbringen? I'm not sure. But his spell is basically he's going to send out these after images that are going to hit targets for big damage. His big weakness is if he gets targeted down, he's going to die. But that's why if you have like Edge of Night plus Firelight to heal him back up, he can stay alive. Okay, Firelight healt, gut zu wissen. Firelight soll doch dieses Quicking sein. Also warum hielt das jetzt? Verstehe auch nicht. Doch, es hielt und sie bewegen sich. Aber ist das nicht schon genug eventuell für Refocus? Also was ich vorhin mitbekommen habe in dem vorigen Video, in dem Reveal, dass Firelight, wenn es aktiviert ist, sowohl dashen bei einem Takedown oder bei einer Ult, als auch healen. Und müsste das nicht genug sein, dass man sagt, okay, ich kann das Edge of Night sozusagen skippen, oder aber wirklich pure Damage, I don't know, Jeweled Gauntlet, Hodge, und dann entweder noch ein Hodge oder dann vielleicht Titans gehen. Und man sagt, okay, man hat dann diesen Dodge von Firelights plus ein Heal und dadurch stirbt er nicht im Early. Ich glaube, warum hat er grüne Haare? Warum? Lass sie doch einfach was. That was cool. Heimer is your backline blue buff user that he shoots 5 missiles and then the next time he casts, he shoots 6 missiles. And das ist cool. Das ist so cool. Das ist wie Ari, nur in gut. Das ist wie jetzige Ari, nur in hoffentlich gleich von Beginn an gut. 7 missiles and 8 missiles. So you want him casting a lot. He is a ramping damage champion. Those missiles are pretty cool. Und ich hoffe, das fühlt sich besser an als jetzt dieser Ramping Damage dieser Stall Damage von Karma. Weil ich finde, Karma hat sich immer useless angefühlt. Auch wenn sie es nicht war, sie hat immer mega viel Damage gemacht. Aber es war Damage, der irgendwie nicht sichtbar war. So, da hat sich immer jedes Mal gefühlt, wenn ich die Karma rausgebe, passiert genau überhaupt nichts, weil macht eh nichts. Aber sie hat eigentlich viel Damage gemacht. Und ich hoffe, mit diesen Missiles, mit diesem Ramping Damage, mit diesem, okay, 5, 6, 7, 8, mehr Missiles, besser, sieht man den Damage gut. Das wäre cool. So, yeah, definitely play him if you've got Academy or Visionary. Wait. Warum haben die, also in dem Reveal vorhin wurde gezeigt, dass Heimerdinger und Silco einen gemeinsamen Trade haben. Warum haben sie keinen gemeinsamen Trade? Also ein bisschen komisch finde ich das. Silco is 90 mana. Silco is going to be, he's going to throw a vial that's going to release some monstrosities that are going to do some damage. Also aber auch high 10? amounts of damage, kind of like Rise in the current set. And again, he's a Dominator, so every time he casts, it's going to get bigger and bigger and bigger. So we've actually found like Shojin Nashers to be really good on him. That being said, if you also have a JG's pretty good too. Twitch is our backline sniper. He does like Ginsu's. He's someone who can use Ginsu, so if you want to move the Ginsu's from like Zeri to Twitch. He also just likes Deathblade. But basically his spell is he's going to be, you know, doing that spray and pray, shooting those ults all over the place. Okay. And they pass through targets, so you want him. Also im Prinzip wie der jetzige Twitch, nur in Vorkost optimiert und schießt nicht nur einmal, sondern macht auch actually Damage. Attacking as much as you can. Twitch does big damage here. Twitch is also pretty easy to play. Vi is going to be... Ja, wenn du halt Gensus hast, sonst ist er hard to play. Your Titan Sterix BT user. Vi doesn't necessarily do as much damage as like Ambessa, but the big thing is Vi has a shield every time she casts. And das ist cool. Her mana cost is pretty low. She's going to hit her current target really hard and slam them down, which does a big line shockwave that also can do some small AoE damage.
But she can do a lot of damage, but she's more like a mix, like tank and damage, which is pretty cool for pit fighter. They kind of need that. But yeah, I like Vi. You know who I don't like? Zoe. Nee, warum likest du nicht Zoe? Ich wollte mich jetzt gerade hier, wirklich, ich wollte hier jetzt kurz stoppen und sagen, ich freue mich, dass Zoe keine One-Cost-Unit ist oder keine Free-Cost, sondern eine Four-Cost-Unit, die man auf Carry spielen kann. Weil ich mag Zoe als Champion aber mega gerne. Und ich freue mich jetzt schon, sie auf Carry zu spielen. Jetzt hat er einfach gesagt, ja, Zoe mag ich nicht. Na cool. Ich gehe jetzt einfach, oder was? Schauen wir uns einmal an, warum Mortdog Zoe nicht mag. Zoe gets the award for the most annoying champion. Ja, okay, ich mag Zoe. Zoe is a sorcerer, and her ult is she's going to throw out this bubble that's going to bounce around the map. And what this bounce usually finds its way to doing is hitting the back line. So let's say you've got your 3-cost Scar that's really, really tanky. Well, Zoe's the kind of champion that goes, I don't care, and bounces that bubble to the back line and kills the zero. Das hört sich an wie Zoe in League of Legends. Sehr gut. Anyway. Zoe's the kind of champion that's going to make you want to build some healing on the back line or even an Edge of Night. Zoe pumps out the damage. So if you like not having to worry about a tank, play something like a 7 Rebel Zoe or a 6 Sork Zoe, and Zoe will do pretty well. Now you might think that might be it, but I did skip one. Elise in the back line. If you want to play like... Kurz noch zu Zoe. Ich bin Zoe One-Track, by the way. Jetzt schon für Set 13. Ich schreibe einfach jedes Mal in Chat Zoe ran. Sag ich wie es ist. Ich hoffe, der Champion wird nicht tot genervt. Oh mein Gott, das hört sich mega nice an. Ich benenne mich gleich, also das Most Annoying, also perfekt. Das ist einfach perfekt für mich. 6 Bruiser and you need a carry, or maybe you're even just playing like Swain frontline, Elise backline. What you can do is put Elise in the backline. She'll stay in human form and shoot out 4 spiders that do some pretty big damage. And so here she's a Shojin death cap kind of user. Also normaler So it's Magier. really up to you, and that's why it's kind of cool how like Swain and Elise work. You can go Elise front, Swain back, or Swain front, Elise back. That's up to you. But yeah, Elise is a backline AP mage if you put her in the backline. Das ist cool. Otherwise she's that frontline AoE CC. Beides auch Black Roses, oder? Oder ist... Nee. Wir sind 24. Also wenn Swain Black Rose ist, dann... Nee, Conqueror. Ja. Aber du brauchst dann, also es hört sich so an, als würdest du dann 2 wirklich Formswapper brauchen, zum Beispiel. Und wir gehen jetzt rein in die 5-Cost-Units. Ich glaube, mit einigen bin ich davon sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube, von manchen denke ich mal, why would you do this? Aber okay. Let's go. Otherwise she's that frontline AoE CC. So, all right, and then we have the 5 costs. All right. Malzahar ist wirklich eine 5-Cost-Unit. Er hat im Vorhinein einen Short hochgeladen, wo er sagt, ja, Powder ist eine Unit, Besser ist im Spiel, in TFT und alle 5-Cost-Units sind Malzahar. Alle. Und jeder hat das, inklusive mir, natürlich gesagt, ja, ist ein Joke, weißt Malzahar. Ja, Malzahar. Ganz sicher. Oh mein Gott, der hat uns alle komplett getrollt. Es ist nicht Mortdog, es ist Mord-Troll. Caitlyn's interesting in that her attack speed is only 0.55. Her animation is so good though. It's like fucking Malzahar. Snipe, unload the shell. Snipe. Oh, das ist cool. Das ist cool. It feels so good. Having a 0.55 attack speed though means she's really good with Silvermere Dawn. Oh ja. 120% attack damage on that Caitlyn. Woo! As far as her ult goes though, she actually summons a battleship that's going to drop bombs, and every bomb that gets dropped, Caitlyn's going to snipe the target that gets hit. So you get a little bit of AoE damage with these big Caitlyn spell snipes that are really powerful. Okay, trinken cool. We find that Caitlyn isn't the best solo carry, but a really good duo carry with like Vi, or you know, you can have it with Maddie in a vertical enforcer comp. But Caitlyn definitely does some good damage, so pretty cool. Jace, our last form swapper, frontline and backline, he's damage. Frontline, again, something like a Titan's BT. Backline, you're going to get something like an IE Red Buff. Und das ist auch nochmal cool. Das ist dass er nur Formswapper ist. Ist halt triple-double cool.
weil du dann wirklich einfach nur, du schaust deine Units an, weil Academy, er hat noch Academy, gut, da passt er super rein, aber du kannst ihn, glaube ich, sehr, sehr gut ohne Academy spielen und einfach, okay, ich habe einen Formstopper randomly, ich hau jetzt noch Jace rein, ich habe 5 Backline-Units und 4 Frontline, gut, haben wir noch als 5. Frontline-Unit dazu. Wenn er natürlich so gebalanced ist, wenn natürlich in jeder Situation die Backline-Variante stärker ist von Jace als die Frontline-Variante, keine Ahnung. Backline-Variante hat 4.0er Winrate, Frontline-Variante von Jace hat 5.0er Winrate. I mean, dann ist natürlich blöd, aber ansonsten kann das echt gut funktionieren. Either way, he's going to provide some extra utility. Backline, he also comes with this, like, I forget what it's called, but it kind of looks like a big, like, hexstone thing. But basically, if you put that in the front line, it's going to enable him to, like, CC tanks and knock them around. And if you put him in the back line, that's going to give attack speed to everybody else in the back line. Gut, das macht ihn dann noch mehr flexibel. So, also das macht ihn dann noch mehr so eine Flex-Unit, die du einfach ranfetzen kannst randomly. So definitely some options there, as well as he pumps out some damage by himself. Okay, Jinx. Jinx is absolutely the greatest spell our artists have ever created. Ja, und den habe ich schon gesehen in dem Reveal. Also, ich werde beide Reacts auch auf YouTube hochladen. Also, das wird ein großes React für YouTube, aber das andere auch, glaube ich, ungefähr eine Stunde. Da haben wir schon gesehen, welche 3 Spells Jinx kann. Schaut geil aus, ist einfach witzig. Ist einfach cool, die Idee. I absolutely love this spell. They cooked so much. I'm not going to spoil it for you. But Jinx is a big AoE, big boom. She's got 3 parts to her spell, and that third part, oh, it's so good. Man sieht es in dem Reveal-Video, man sieht's, alle 3, insane geil. Shojin, IE, and then you can go like Giant Slayer is a good third choice. But enjoy the show. Jinx, I love this spell. It's so good. LeBlanc. LeBlanc is a Black Rose sorcerer. What's interesting about her spell is that she throws out these chains and it hits 4 targets. Those chains stay on the they do some damage. By the way, insane gute Idee, LeBlanc mit Black Rose 5-Cost-Unit zu machen. Ich will nochmal, wenn wir alle durchhaben, wegen LeBlanc und Mordekaiser, insane geile Idee, dass man die beide so Noxus mit einbezieht, weil die ja ein großer Part auch von der Show sind, auch wenn sie mehr im Hintergrund sind. Aber diese 2 Champions verkörpern Noxus einfach sehr gut. Also ich finde das lore-wise geil, dass man sie so mit reinbezieht. Ich finde es cool, dass sie nicht sozusagen zusammenarbeiten, weil das würden Mordekaiser und LeBlanc nie machen. Also das finde ich wieder on point. Und genau deswegen finde ich diese Champions, die da herausfallen, so schade, weil wenn man die weglassen würde, oder wenn man diesen TF in den Enforcers drinnen, wenn man das sozusagen nicht hätte, dann würde dieses Set so geil ineinander lore-wise funktionieren, ohne dass ich weiß, hey, der ist Conqueror und der ist Black Rose und der ist Dominator. Sondern ich schaue den Champion an und ich weiß, warum der drin ist. Ich weiß, was er unter Anführungszeichen kann und ich weiß, für was er steht. Einfach nur, indem ich den Champion sehe und indem ich die 5-Cost dabei sehe. Das finde ich so cool. And then those chains stay on the target for a few seconds, during which time any target hit that's got a chain on them that takes damage will also send an additional amount of damage to the other targets as true damage. Basically, it's like a secret damage amp on all 4, and you can get some really nutty things going on where, like, LeBlanc has chained 4 targets, Zoe's bubble is bouncing. Alter, das ist ja mega annoying. Sorcerer wird so gehasst werden. Bubble triggering the chains on the other one, and it does a lot of big AoE damage. So LeBlanc's kind of a support mage in that regard, but also if you throw items on her and then those chains kill, she gets 3 bonus auto attacks that are going to hit really hard. Krank. Da wieder Spellblades. Spellblades oder Lichbane. Can carry, but also a very good support champion. Even if you just want to throw in like 2 sorcerer for the AP bonus and then get those chains, pretty good. All right. This is where I should be doing my victory dance because, yes, we finally did it. Malzahar is a 5-cost. Oh. That's right. Malzahar is a 5-cost. Da muss man einfach applaudieren. So, what does Malzahar do? He's going to basically do his Q,
And every one hit is going to get a dot up to 5 dots. It's always 5 dots. So if you hit one person, that one person has 5 dots. If you hit 5 people, they each have 1 dot. Okay, sounds pretty basic. What's special? Well, the dots stack, as we said. If the target dies, the dots jump to the next target. Jawohl. Oh, and the dots never expire. What? So you get him going with like 8 visionary, and he's going auto, 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 5 dots, auto, 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 5 dots, what? Auto, auto, 5 dots, and now you've got 15 dots out there bleeding them dry. What the fuck? So he gets pretty nutty and can poison targets really well. Also, Anti-Heal auf ihm hört sich ja komplett OP an. Really good with Zhonya's, by the way, because what'll happen is he'll be Zhonya's, all the while all his dots are ticking like crazy. Ja, und Sonjas natürlich, ja. Not to mention the way Automata works, which we'll talk about later. It procs based on instances of damage, so if you get a lot of that going, Automata's proccing a bunch. Pretty cool. All right, Mordekaiser. Mordekaiser's pretty basic in the sense that he's got kind of a slow attack speed. I believe it's 0.55. He's going to... Wieder wie Caitlyn, also auch wieder Silvermare Dawn. He's going to transform, grow big, and now every auto is going to be this giant slam. Oh, das hört sich einfach an, als würdest du Sauron in einem Game haben. So, hey, ich habe Sauron gehittet, let's go. Like really impactful slam that even the tanks will chunk like a third of their health. Holy shit. And do an AoE shockwave. He also gains Omnivamp during this. So he can do a lot of damage. Kind of tanky, kind of bruisery. Like, this is probably the most powerful champ fantasy Mordekaiser we've ever printed. Yeah. Which is neat. Rumble. Rumble is a Junker King. His ult is pretty basic. He's going to do his ult, to shoot the wave of fire. If it hits up to 5 targets, great. If it hits less than 5, for every target less, you're going to get a mana refund. So what's interesting is actually against a solo tank, what'll happen is he'll ult, get a big refund, ult quickly again, get a big refund, and like he can actually melt things down pretty quick. Where the twist here is Junker King. Junker King says every 3 turns you play Rumble, you're going to get offered a shop where you can buy an upgrade for him. Ooh. 2 upgrades, or you could pass and take spare parts, which will give you like a little gold. But if you take an upgrade, he'll gain an extra part of his spell that's happening in addition, and you can get up to 5 of these. Ooh. So if you do like a 3-2 Rumble and keep upgrading him, by the end he kind of has like 4 or 5 different parts of his spell. He's got this really powerful mech that's doing a bunch of things, and in addition he's a Sentinel, so I feel like you're going to see Rumble in a lot of comps just because he's a Sentinel. Also wieder sehr flexi an, ehrlicherweise, auch wenn Scrap und Sentinel hat. But also you can get things where it's like he self-destructs when he dies, or he's doing extra damage to tanks. So definitely be on the lookout for Rumble. If you like that sort of upgrade fantasy, try to get all 5 upgrades with Rumble. There you go. Mag sowas. And then finally Savika. If you've watched the show, Savika has this cool slot machine arm that the second we saw it, we were like, ja, habe ich gesehen. Sehr cool. Verständlich, dass das ein 5 kostet. We got to get that in there. It's too TFT. Yeah. So Saviko has this trait called High Roller, which basically every time she casts her spell, the slot machine spins. Based on what it hits, you get different versions of her spell. She has like 3 or 4 different outputs, but then there's also like the jackpot version of the output. She's definitely the most high variance 5 cost we've ever made. But generally, the thing to remember about her is her job is to kill tanks. So like, let's say somebody has a Blitz 3 with 3 items. Savika is going to be really good at taking that down, whether it be with her true damage flamethrower or her ability to knock them and possibly knock them out of the arena. Knock them out of the arena? Das hört sich, hat das nicht schon wer können einmal? War das nicht seit 9 Kesante oder so? Oder bin ich hier gerade falsch? Tschüss! Imagine, du rerollst einfach für Blitzcrank. Hast so Freeze-Up Blitzcrank mit 3 Tank-Items. Savika einfach nur Tschüss. See you later. Geil. So Savika is definitely going to be that pit fighter melee champion that you're afraid of, and you're going to curse when that slot machine does not go in your favor. Ja, okay, das ist halt immer, weißt du, wenn es dann Low Rolls, bei High Roller, dann denkst du auch, warum spiele ich den Champ? Pretty cool. All right, we did it.
wir did alle Units durch. Was ist noch meine Meinung zu den 5-Cost-Units? Ich finde die alle geil. Ich verstehe noch nicht hundertprozentig, warum Rumble hier ist. Rumble ist wieder so dieser eine Champ, der mir hier irgendwie die Fantasie von den allen rausnimmt. Ich müsste Malsa auch dazu zählen, aber Malsa habe ich einfach nur, kann ich nicht wegrechnen, weil uns Mortdog einfach gezwungen, also komplett verarscht hat. Sozusagen. Einfach komplett reingelegt. Ich finde, die alle passen mega gut zur Story. Sevika passt mega gut zur Story, auch ihr High Roller Ding. Mordecai passt mega gut dazu. Ich finde die Upgrades von Junker King finde ich ein mega interessantes Konzept. Und diese Infinity Dots, so als Second Carry, müssen die doch immer geil sein. So Second Carry, I don't know, hast halt einfach dann Anti-Heal auf ihn, Morellos oder ein Red Buff und let's go. Also es sind sehr, sehr geile 5-Kostüme. Das finde ich genauso funktionieren, wie sie erklärt hat. We got 2 champs. Still a lot to go over, though. Hopefully this Ja, video ja. won't end up too long. Academy. Still. Okay. Academy is a trait that I think a lot of you players that like to be adaptable are going to love. The way it works is every game, there are going to be 3 sponsored items. They're not random. They're definitely a bunch of pre-done tables. Okay. So here, for example, you can see that Shiv, Ginsu's, and Dragonclaw are the sponsored items. Now, when you put more and more of the trait in, you're going to get copies of those sponsored items. So, for example, if you're running 5, you're going to get a Static Shiv, then a Ginsu's, then a Dragon's Claw. Great. But in addition, you're going to get more damage amp and health based on how many copies of that item you can get. So, for example, if you want to build, I don't know, say a Heimerdinger with triple Static Shiv, great, because now you're going to get a bunch more damage amp. You're going to get all that stuff. And so you end up with like slightly suboptimal items, but the extra stats from Academy make up for that. And so there's some really cool. Das ist natürlich sehr cool, sehr witzig, sehr adaptable. Aber was ich mal denke, wenn es halt wirklich zum Beispiel so was Static ist oder Red Buff, hast du dann einfach dann 3 Red Buffs und der Effekt von Red Buff stackt er nicht, der Effekt von Static stackt er nicht. So, also 3 Ginsus haben und dann, keine Ahnung, habe ich noch ein Emblem of the Series, 2 Ginsus drauf. Das ist doch viel cooler als ich habe 3 Statics auf meinem Hammer-Dinger. No? Cool versions. One of the most insane we've seen was when Ionic Spark was a sponsored item, and Das then ist somebody krass. got the augment that makes your Ionic Sparks do more, and they had like 7 Ionic Sparks on top of Academy champions, and it can get pretty crazy. So definitely take a look at what those sponsored items are. Aber da ist auch wieder, das deckt sich ja nicht, der Shred. Aber andere Passive halt. If you have the right spot for it, play it. You know, again, you have to kind of be adaptable though. All right, Automata here is basically you gain a crystal when you deal damage or take damage, I believe. At 20 crystals, they then blast their current target, dealing magic damage plus 18% of the damage dealt since the previous blast. They also gain armor and magic resist. So, again, this is based off instances of damage. It is damage done, by the way, not taken, sorry. Instances of damage done. And so, for example, like a Mumu, who's shooting his little sparks every second, if he's hitting like 3 tanks, you know, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, boom, gets this bonus blast that does a lot of damage. And so if you have 6 Automata, or if you have an Automata emblem, people who do instances of damage can be very powerful here. Mhm. All right, Black Rose. Das passt natürlich extrem gut zusammen mit Malzahar. Weil im Prinzip gain a crystal and damage at 20 crystals, der Blast. Das heißt, im Prinzip muss Malzahar zweimal ulten und um jedes Mal den Automata Damage zu bekommen, weil dann hat er 10 Dots, die ticken, I don't know wann, wie oft in der Sekunde, und dann braucht er 2 Ticks von seinen Crystals, also von seiner Ult. Ja, dann braucht er 2 Ult-Ticks, in der Zeit ultet er dann vielleicht, also in der, Moment, jetzt bin ich raus. Das heißt, der ultet zweimal, hat 10 Dots, die ticken jeweils für, ich weiß nicht, wann die halt ticken, das wäre halt interessant zu wissen, jede Sekunde, jede 2 Sekunden. Dann braucht er im Prinzip 4 Sekunden für Automata den Blast Damage.
Und dann ultet er noch einmal. Dann braucht er schon weniger. Und im Prinzip hat er mit 4 Ults, so viel wird er nicht rauskriegen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Erst mit 4 Ults hast du im Prinzip immer diesen Automatik oben. Das ist OP. Ich glaube nur, Kog'Maw funktioniert da nicht so hundertprozentig geil drin, oder? Braucht halt echt viel Attack-Speed. Summon trait this time. It's a 3, 4, 5, Oh, 7. ein Scion! You're gonna get a chain scion, so it's gonna be placeable. Warum kriegt das Black Rose und nicht Conqueror? Ja, ist okay. Right away on the map, you can actually have the summon scion go in the back or the front. But basically what happens is after 5 casts from Black Rose champions, or when he drops below 65% health, he gets freed and he'll be doing his thing. At 3-piece, kind of some extra frontline. 4-piece, he's going to be able to do more damage, grow stronger. 5-piece, he gets really big and he goes to full health when he's freed. And then 7, he gets even more powerful. So das ist krass, ja. Pretty cool summon trait. Ich finde es auch sehr cool, dass der Summon Trait wieder eine Frontline-Unit summon und keine Backline-Unit. Ich finde, das hat nicht sehr gut funktioniert in Set 11 und hat einfach zu viele Backline-Units gehabt. Das hat mir in Set 12 und ich hoffe jetzt auch wieder um einiges besser gefallen. Set 12? Ja, Set 12. It's a trait that's kind of hard to get into, but also like the augment that gives you a Black Rose emblem is very powerful. Summon traits typically, when they have that emblem that you can just +1 it early, ends up really good. So if you find Ist 7 Black Rose Prism? Nein. Du hast 5, 2 Emblems, du hast 3 Emblems. somebody, for example, on 2-1 who happened to have a Morgana, Vlad, Cassiopeia, and the emblem, all of a sudden you've got a 4 Black Rose Scion that you're dealing with on 2-1, which can be pretty tricky. So. Yeah. All right, family. This trait is easily going to be one of the fan favorites, especially for people who like to reroll. It's made up of Powder, Violet, and Vander. So you run 3 of them, and when you play all 3, their mana gets reduced by 25, and they gain 12 damage reduction. Pretty cool. But that's not what's neat. What's neat is there's a family emblem. And so the amount of memes you're going to see where you're like, I got a family emblem. Hey guys, Silco's part of the family. And now you have a Silco in the family. You're going to love it. You're just going to love seeing who you can add to the family and being like, ooh, here's my family. I had one game where I had Violet, Powder, Vander, Jinx, and Vi all in the family. And it's like, look, we're a happy family again. Which is really just a lot of fun. Das erinnert mich immer an das Vin Diesel-Meme. Das erinnert mich immer an Fast and Furious. Wird so viele Fast and Furious Memes einfach nur davon geben. Ich freue mich jetzt schon. And the nice thing is when you get the emblem, it's a pretty big deal because at 4, that mana reduction is going to go to 30% and they're going to get 20% attack speed. Pretty big boost, actually. And if you somehow can get 5 early, whoo, this gets fun. Because you're going to get 40% mana reduction. And then every combat, based on the number of surviving family members, you're going to get progress towards a heist topside, which is going to give you a bunch of rewards. So if you somehow hit 5 family early, expect to have one of those games where like, oh, I just got some duplicators, or oh, I just got this random reward that I'm not going to tell you about. But yeah, 5 Okay, also es wird auch Rewards geben, die wir jetzt noch nicht kennen. Okay, interessant. One of those high roll moments that you're like, yeah, let's go. So, all right, Chem Baron. Oh, I could talk about Chem Baron for an hour. I'm not going to, but I could. Chem Baron is our high risk trait. Why not, bro? This set. Chem Baron is a little different than before. It's not quite Fortune. It's not quite Underground or Heartsteel. It's a weird mix of it all, and it's our first high risk trait that you don't usually want to pivot out of because it doesn't just give you a bunch of, you know, bloodthirsters and radiant items and whatever. What Chem Baron does is basically as you play Chem Baron, you're going to get stacks. You know, you can see here at 3-piece, you're either going to get 15 or 30. If your loss streak is 3 or higher, and that means, for example, you could play not Chem Baron, lose twice, put in Chem Baron, your first loss will count as 30 because your loss streak is 3. All that matters is your loss streak says 3 or higher. If you're loss streaking, you get even more. The more Chem Baron you play, the more shimmer you get, and your goal is to get as much shimmer as you can. Every time you reach 100 shimmer, you're going to be presented with an armory. That armory will have stuff that is illegal, and you can decide to take it.
For example, at around 200, you'll start seeing some exclusive illegal items like unleashed toxins, which might look kind of familiar. It's like 10 mana, 15 AP, attacks grant 5 bonus mana. Sounds like Shojin. After casting, launch 3 missiles at the current target. Also Moment, ich muss das kurz checken. Dass man kriegt an sich HP, man kriegt diese Stacks, entweder 15 oder 30. Und wie viel hast du higher than free? Du kriegst 30. So, also ist immer noch ein Blue-Streak-Trade. Und bei 100 Shimmer öffnet sich eine Armory mit verschiedenen Sachen. 3 davon können sein, ab 200 hat er gerade gesagt, ab 200 können 3 davon sein. Unleashed Toxins, bei 400 wahrscheinlich Unleashed Toxins 2, etc. etc. Okay. Magic damage. Not bad, so it's like a slightly powered up Shojin. And what's nice is if you don't know who to put them on, they say recommended users. These items can only go on Chem Barons. And that's one of the reasons why you're probably not going to pivot out of it. Because if you get like an Unleashed Toxins and then you pivot out, who are you putting it on? If you don't have at least 3 Chem Baron active, these items go away. So you definitely want to say that. But as you get higher and higher, you'll notice with this same item, it's going to get powered up. So for example, maybe if you get to like 300 or 400, you get Unleashed Toxins 2, which, you know, now is giving even more mana, more AP, and those missiles are hitting harder. And then if somehow you can get up to like 500 or 600, you might get the tier 3 version of the item, which is Perfected Unleashed Toxins. And there's like 8 or 9 different items here. I don't want to spoil them all for you. If you can get up to 600 or 700, who knows what other surprises you'll find. Yeah. But there's all these really cool items to play with that are going to make your Chem Barons do some pretty wacky stuff. In addition, every armory you pass is more health for the trait. So let's say you get to 400. That means you passed 3 of these armories. Okay. If you're running 5 Chem Baron and passed on 3 armories, your Chem Barons now have 270 bonus health. And this can be pretty nutty. Like, let's say you get to 600 with a 6 Chem Baron game. That means you passed 5 armories. 5 times 125. That's 625 health for your Chem Barons on top of the items you're getting. So if you can get up to like 500, 600 plus, you're going to get some really powerful stuff. And the armories, like I said, include a bunch of things. Could be some Chem Barons, could be some consumables, could be these illegal items. This is the high-risk trait, though. I have a lot of fun with it, but definitely one of those things that's going to take you a few tries to get used to, figure out your bearing. And again, you're going to want a lost streak, but figuring out when to lost streak, when to get your health up. So new twist on the high-risk genre here, but hopefully you guys like it. Let us know what you think. Ich finde es sehr cool, vor allem, dass du nicht rauspivoten willst. Dass du Lost Streaks ist natürlich immer dieses High-Risk-Ding, das ist halt, was mir nicht so gefällt. Aber ist auch klar, wenn du jetzt auch noch 100 HP hast und OP-Items hast, ist was anderes, wie wenn du 20 HP hast und OP-Items hast. Plus dieser Health-Markup ist krass. Zahlt sich aber, glaube ich, wirklich nur aus, wenn du halt viele Camera hast, wenn du Vertical reingehst. Und dann musst du halt Lost streaken. Wenn du sagst, ich gehe da als Vertical rein und du musst nur Win streaken, I mean, bei 3 Chem Barons ist es scheißegal, weil ob ich jetzt 30 oder 15 kriege, ist 20 oder 40 auch noch, 20, 60, das finde ich schon hardcore. So 30, 80, 40, 120, da, wenn ich die habe und nur nicht meine Items, und noch nicht auf, keine Ahnung, 400, 500 wahrscheinlich bin, dann komme ich auch nicht mehr hin. So. Und dann wird der Combo wieder schwach und dann hast du wieder die andere Seite von dem High Risk. Also das finde ich sehr interessant. Ich finde es gut, dass man nicht Lost streaken muss, damit sich diese Stacks aufbauen, damit ich sage, hey, ich bin jetzt im Late Game, ich habe noch 10 HP, ich würde das Game ganz, ganz gerne gewinnen und ich komme nicht aus Chem Barons raus, weil sonst habe ich im Prinzip ohne Trade jetzt gespielt. Aber ich kriege dafür auch noch was. Das finde ich ist eine sehr gute Idee. Aber ich muss halt dafür im Early Game versuchen, diese Lost Streak so gut wie möglich aufzubehalten, Chem Barons finden und schauen, dass ich so stark bin, dass ich entweder weiter in der Lost Streak bin, soweit ich kann, oder jetzt definitiv nicht mehr verlieren will. Das finde ich eine coole Idee. Das wird hardcore zum Spielen, wie er sagt, aber es ist eine sehr, sehr coole Idee. All right, Emissary. Emissary is another really sick one. We talked about it briefly with Nami, but Emissary is a trait that kind of like Ninja back in the day. You either have 1 or 4. If you try to run 2 Emissaries, you're going to lose their bonus.
The Das emissaries ist are okay. Tristana, Ja, verstehe ich. Nami, Ambessa, and Garen. Each of them have a different bonus. For example, Ambessa gives 2 armor and MR to your team for each opponent you've already defeated this game. So up to 14 armor and MR. Garen is going to give the Und allies jetzt ist es nicht so viel, oder? 14 Armor und mehr? Ist das viel? Not sure. to his left and right 20% of his max health. So if you have like a Warmog's To his left and right. Das ist doch viel stärker als 14 Armor und mehr, oder? Garen 2, Okay. given a lot of health. Nami, I love Nami because again, it's just Ja. allies attacks grant 2 bonus mana. Also im Prinzip einfach Scholar. Nami ist einfach Scholar. Bisschen schlechter natürlich, aber einfach Scholar. Und es ist so ein random Trade, den du aber ranfetzen kannst. Okay, ich habe meine Comp, was hilft mir noch? Ah, Emissary noch ran. Sehr cool. Pretty cool in like a sorcerer comp. Just here, everybody, have almost a half a Shojin. Cool. And Tristana gives all allies 6% attack speed per star level. Auch So cool. if they're 3-star, that means they get 18% attack speed. Das ist nicht So each of wenig. these is a pretty unique bonus. Or you can play all 4 of them, get all the bonuses, and those 4 emissaries gain 300 health and 30 damage amp. So pretty neat. Like I said, Das auch. Also alle 4, ich glaube, das ist schwierig gut zum Kombinieren. Aber zum Beispiel, dann hast du das, Build Different kannst du dann auch nicht mitspielen. Aber das ist schon ein krasse Boni, wenn du alle 4 hast. I'm a big fan of Nami. I play a lot of Nami, and Bessa's pretty Und ist es nicht ganz theoretisch möglich, ein Emissary Dings zu reforgen? Not sure. Vielleicht nicht. good. Tristana obviously good for reroll, or just play all 4. So pretty neat. Conqueror. Conqueror is a pretty basic trait, but hopefully one you guys enjoy. You play Conqueror, you get AD and AP for your Conquerors. Great. Conqueror 6, 9, 3 Emblems. Conqueror Prismatic. Also Conqueror 9 ist Prismatic. But in addition, every time a Conqueror gets a kill, you're going to get a stack of Conquest. The higher you're playing, the more stacks. So for example, if you're playing 2 Conqueror, a kill is 1. If you're playing 6 Conqueror, a kill is 6. As this ramps up, kind of like Sugarcraft before, you're going to get different rewards that are going to keep coming out. So it's like a mix of Sugarcraft and more stats. But it's like Cool. very Yeah. bloody. It's like bloody Sugarcraft. I don't know. Bloodcraft. But Good job. definitely get a lot of kills. If you can get 4 Conqueror early, definitely recommend playing it. If you can get 6 Conqueror early, some of the later rewards get pretty wacky. And then if you somehow hit 9 Okay. Conqueror, which is going to require 3 emblems, all of a sudden those conquest rewards shoot up to 20x. This is one of our prismatic traits. Ja, And wie gesagt habe. good stuff. Das ist krass. Das kann krass sein. All the enforcers from the Arcane show. Auf Conqueror freue ich mich auch sehr, das zum Spielen. Ich finde, das ist genau so ein Trade, den ich mir wünsche. Ich muss nicht Lose-Streaken, um Sachen zu bekommen, sondern ich muss Win-Streaken in Wahrheit. Conquest Takedowns, Grand Stacks of Conquest. Also ich will so viele Enemy-Units wie möglich besiegen, um diese War-Chests zu finden. Das heißt, was ich das Gefühl habe im Moment, ist, es gibt sehr viele Trades, die gegeneinander synergieren, wenn das Sinn macht. Wenn ich Cambaron spiele und du spielst Conqueror, wollen wir im Prinzip genau dasselbe, jetzt gerade, wenn wir jetzt nicht beide auf 10 HP sind. Weil du willst gewinnen und so viele wie möglich von mir fertig machen und ich will so knapp wie möglich im Prinzip verlieren. Und das habe ich das Gefühl, ist mit Enforcer und später haben wir Rebels auch, das ist genau dasselbe. Aber wir hören uns jetzt mal Enforcer an und dann hören wir uns Rebels an und dann machen wir das nochmal. Enforcers gain a shield and damage amp at the start. So if you're running forward first Enforcer, they're going to gain a 25% health shield and 25% damage amp. Cool. In addition, the highest health enemy units become wanted. You'll see like this targeting symbol over them. So if you're running 4 Enforcer, 2 of them, their 2 highest health units are now wanted. When you kill those wanted units, your whole team is going to gain, or sorry, Enforcers, not your whole team. Enforcers gain 30% attack speed. So what'll happen is like
If you're running like 8 enforcers, there's 6 wanted targets, you kill like 3 of them, and now you're also running around with 90% boosted attack speed, which gets pretty cool. This is one. Aber no joke, 90% Attack Speed. Und ich habe eine Tristana drinnen, die mir 18% Attack Speed insgesamt gibt. Das ist ja, also, das ist ja gar nichts. Oder? Oder hören sich jetzt die Zahlen einfach nur so verwaschen an, weil ich habe immer 18% Attack Speed als Freestar-Unit und ich habe jetzt gerade, nachdem ich halt eine Unit gekillt habe, nachdem ich 3 Units gekillt habe, 90% Attack Speed, davor aber nicht gehabt. Aber es hört sich irgendwie sehr verwaschen an. So 2 Bonus-Mana müsste eigentlich gut stark sein. Aber ich finde von MS, wenn wir mal kurz zur Emissary springen, ich finde das von dem Besses nicht stark und das von Tristana ist auch nicht stark, wenn ich 30% habe. So. Aber ich meine, wir werden sehen, vielleicht fühlt sich dann noch beim Spielen anders an. One of our easier to play origins that you can play, just get it going pretty early, hit 4 enforcer early, play off the Camille, move to the TF, play around the Vi. Should be pretty easy to play. And if you somehow get 3 emblems, you can hit 10 enforcer, which gives you a massive shield, massive damage amp, and you start confiscating enemy items. Das ist natürlich auch krank. What? Ich meine, cool, aber heißt Confiscate, du clawst sie, wie die Morgana jetzt Champions clawst? Oder heißt es, alle Items werden für den Fight gegen dich removed von ihnen? Alles finde ich cool. Alles würde mich freuen. All right, Firelight. We talked about this one briefly. This is a weird trait, but every 6 seconds, Firelights will sort of hoverboard dash away. While dashing, they attack with infinite range and heal a percentage of the damage taken since their last dash. Generally, this one... Wait. Every 6 seconds Firelights dash. Also ein bisschen wie Chrono wieder an. Also dieses Timing einfach. Weil Dash, also es ist ein längerer Dash. Also kann man das vorstellen, das ist einmal über die Map boarden. Oder ist das ein One-Hex-Dash? Das wird noch interessant. Help like Zeri and Echo get out of the way. But really, I found the power of this trait to be around Scar. Because Scar, you get this really powerful Scar 3 with Bramble, Dragonclaw, Warmogs. He's a tanky beast with 4 Watcher. And then every 6 seconds, he's also undoing 40% of the damage he was taking. Das ist krass, ja. So that's what makes Scar such a tanky beast. Again, it can also save Zeri, get her out of a jam. Echo can heal some of that damage after his Edge of Night procs. So Firelight's a pretty neat comp. Yeah, and the emblem does some fun. Und es funktioniert sogar, wenn du nur 2 hast. Das finde ich cool. Weil ich bin sehr davon ausgegangen, dass man echt alle 3 braucht, dann aktiviert sich der Trade und dann ist vielleicht noch ein 4. Oh, jetzt habe ich ein Mikrofon gehabt. Und dann hast du vielleicht noch einen 4. Und kriegst Bonussachen, aber das schon bei 2 funktioniert, sehr gut fürs Early auch, anscheinend. To be honest. You get to see, imagine a Mortdog. Und 25 bzw. 40% Damage taken? I mean, ist doch big. Also, das ist doch massive. Dann schalte ich wieder rüber zu Emissary und habe Garen. On Combat, Garen allies and his left 20% of his max Spiel. Das finde ich das Stärkste der Wahl. Tsunami Attacks, Grant 2 Bonus Mana, ich glaube, das ist danach. Aber Garen, das ist echt, wenn du so eine Slow Comp hast, und dann hinten vielleicht noch 2, 3 Automaten drinnen. Stacken, warten. Der Fight dauert bis übermorgen. Die anderen haben schon 3 Fights mehr, aber wir crystallen hier ein bisschen weiter. Das hört sich sehr stark an. Vor allem den kannst du dann einfach wirklich mit 3 Warmogs zustacken oder Warmogs und Redemption und ist immer noch gut. Oder Warmogs und Gargoyle. Und Mana ist immer geil. Aber das hört sich auch big an. Und mich würde interessieren, wie lang der Dash ist. Das wäre wichtig zu wissen, glaube ich. Mordekaiser flying around on a hoverboard. Imagine a Mordekaiser flying around on a hoverboard. Und Attack with Infinite Range, Mann. Sehr nice. Rebel. Rebel is sort of the Jinx-oriented origin here. Rebels gain some max health, some stats, some AD and AP. After your team loses 30% of their health, a smoke signal appears, granting Rebels 60% attack speed for 4 seconds and extra power for the rest of the combat. The big thing here is 7 Rebel. If you can get to 7 Rebel, you kind of get that Tempest like AoE stun. It's going to stun everyone on the enemy team for 2 seconds.
which is pretty good. So definitely if you're going to play Rebel, try to get to vertical 7 Rebel. And if you somehow get to 10 Rebel, that's another one of our prismatics. The smoke signal triggers at combat start and every 6 seconds. If you didn't like Tremors, this is worse than Tremors. Jawohl. Klar, Scrap. Scrap is... Wait, wir bleiben noch bei Revers. Genau das meine ich. Hier nochmal mit den Enforcern. Wir schauen mal kurz zu den Enforcern zurück. 45. Combats done. Enforcers gain shield damage, bla bla bla. When wanted animal. When a wanted enemy dies, Enforcers gain 30% attack speed. Okay. Und hier sind wir dann bei Rebel. Rebel gain 12 Max HP, was sehr gut ist für den eigenen Trade. Lose 30% of their health. A Smoke Signal. Das ist genau dasselbe. Okay, wir wollen ihn töten. Wir wollen Enemy killen. Okay, wir wollen Damage verlieren. Wir wollen Health verlieren. Und so Sachen funktionieren einfach sehr gut gegeneinander sozusagen. Wo ich nicht 100% sure bin, ob das so gut ist. Irgendwie. Oder ich weiß nicht. Also, ich habe halt das Gefühl, in so einem Szenario, Enforcer Rebel, und beide sind ultra late game, und es ist jetzt halt keiner 10 Rebel oder 10 Enforcer gehittet und gewinnt halt einfach deswegen. Geht es halt wirklich nur darum, wer hat stärkere Units. Sagen wir, es ist late game, beide sind ungefähr gleich stark. Dann geht es halt wirklich nur darum, welcher Trade ist besser. Und zwar gegeneinander und insgesamt. Das heißt, wenn Enforcers Rebel einfach Stats checkt später, dann spielen alle eher Enforcers als Rebel. Wenn Rebel Stat checkt, spielen die alle Rebel statt Enforcer, weil beide Comps ja genau dasselbe wollen. Hey, ich will, dass du jemanden von mir killst. Hey, will ich eh auch. Danke. So, und das ist so mein einziges, das ist so, wo ich sage, das könnte ein Problem sein, weil beide sozusagen dasselbe wollen und es dann einfach nur darauf ankommt, welche Stats sind cooler da drin. Weil wenn wir jetzt mal zurückschauen auf Firelights, die wollen ja was ganz anderes. So, die wollen einfach warten. Die wollen einfach warten und dabei nicht sterben. Sie wollen wen killen und sie wollen Damage verlieren. Hat nichts miteinander zu tun. Conqueror will killen. Conqueror ist selber. Conqueror und Rebel müsste auch miteinander, da kommt es auch wieder drauf an, welche Stats sind besser. Aber vielleicht sehe ich das gerade ein bisschen zu kritisch. Ich glaube, ich sehe das gerade ein bisschen zu kritisch. Definitely if you're going to play Rebel, try to get to vertical 7 Rebel. Triggers at Tremors, so... So, wir spulen vor, wo wir waren. Scrap. Scrap is back. Combat start. Any components held by scrap units will temporarily turn into full items, and you gain a shield for each component held. This is a pretty defense-oriented trait. It's actually surprisingly hard to play. But if you can pull it off and plan around it, you can end up with some really big shields. We're talking like 1200, 1400 health shields we've seen. Nur mal kurz stoppen. Vielleicht habe ich es nicht so im Commissar help by scrap units. Then turn into full items. Scrap units gain shield, 20 seconds for each component help by a team, including those that make up a full item. Ja, aber kann ich 3 Components stacken oder ist es dann random? Wenn ich jetzt meinem Six, sagen wir meine Powder, mein Trundle und mein Six haben jeweils einen Component. Das heißt, sie kriegen 75er Shield, aber einer von den Components randomly transforms in ein Full Item. So, jetzt habe ich bei meiner Powder, gebe ich einen zweiten Augment, einen zweiten Component, ist es auf einmal ein Item. Ich nur noch ein 50er Shield, aber mein Trundle kriegt dafür auch ein Item aus dem Component raus. Was ja nicht best in Slot sein muss. Weil dann hat der einen Health, einen Giant Spell und kriegt auf einmal einen Strikebreaker. Not sure. Das hört sich nicht so cool an, ehrlicherweise. Vor allem ist das immer derselbe Component. Wenn ich ihn jetzt das erste Mal bei Powder habe, ist er immer bei Powder, ist es random. Weil es auch ein Unterschied, ob ich jetzt 2,5 Items Powder habe, auf Level auf Freestar, oder mein Monster 6 mit
Sorry, musst husten. Oder mein Monster 6 mit einem Component. Das kann ja im Prinzip ganze Spiel, also den ganzen Pfad entscheiden. Das ist, glaube ich, was man einfach mitnimmt. Aber jetzt nicht drauf geht, Artikel, würde ich sagen. And if you somehow can get to 9 scrap, whew, it's not quite a prismatic, but it's going to start turning those items into radiant items. So 9 scrap is like kind of like 9 frost. It's not prismatic, but it's really, really powerful. Ja. So. Oder 9 Fairy im Prinzip. Ich glaube, man kann es sehr gut mit 9 Fairy vergleichen. Alright, then the last origin is experiment. This one's kind of tricky. The way it works is every experiment has an experiment bonus. So for example, Zyra's is like spells do 30% bonus true damage. Das ist cool. Sowas ist cool. Mundo's is like gain some bonus health, and every time you get a kill, gain more health. Sehr cool. But what's interesting is you're also going to get these laboratory hexes. So for example, if you're playing 3 experiment, you're going to get 2 hexes. You get to choose who are on the hexes, and whoever's on the hexes, all the experiments gain their bonuses. Das ist cool. So for example, if you're playing Zyra, Urgot, and Mundo, and you put Zyra and Mundo on the hexes, all 3 of them gain Zyra and Mundo's bonus. That's why if you go 5, you can get a 3rd bonus, and then if you go 7, those bonuses are going to be doubled. So figuring out the right arrangement is going to be pretty tricky. I expect this is a trait that a lot of you won't play in your first few games, but once you figure it out, you'll be like, oh, I get it. And once the guides start coming out where it's like, oh, make sure you put Twitch here and Mundo here and things like that. But definitely not the easiest trait in the set. Da ist die Frage auch wieder, sind das immer dieselben Hexes? Können das random Hexes sein? Muss ich meinen... Keine Ahnung, können das auch 2 Hexes in der Third Row sein und ich kann im Prinzip Mundo nicht hinstellen, weil ich will ihn als Solo-Tank haben oder ich will ihn halt vorne haben. Da kommt es, glaube ich, wirklich nur darauf an, wo sind die Laboratories und natürlich, wie sind die Stats von den Champs. Ich glaube, Mundo ist da immer gut drauf. Health funktioniert auch mit der Kana jetzt gerade sehr gut. Und den Rest werden wir halt sehen. Aber das hört sich extrem cool an. Ich liebe sowas. Wo ich sagen kann, hey, jeder Champ hat nochmal einen Bonus in sich und ich kann dir Bonus drauf geben. Was kriegen nur... Ja, also das ist schon ein bisschen, das kann man halt schlecht als Supports, also als, ja, ich habe mal hier noch 2 Laboratories. Also ich glaube, da muss man schon auf mehr gehen. So, da will ich will schon 5 Experiment Units drinnen haben. Kann ich mir vorstellen. Weil wenn ich jetzt halt wirklich nur, ich habe 2 Tanks und kann auch funktionieren, glaube ich. Aber ich glaube, es ist halt einfach schlecht, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt auf was an. Ich gehe jetzt Flex ran und habe halt zufällig auch noch Experiment dabei. Ich glaube, das ist schon, da will man schon drauf gehen. Schauen wir uns die Classes an. Alright, classes. Hopefully I can plow through this pretty quick. Classes aren't too crazy. Ambushers are crit 1. It allows their spells to crit, and they gain bonus critical strike chance and damage. If you get to 5, you also gain some durability. Cool. Cool. Funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut mit Camille und mit ihrer Adaptive-Fähigkeit. Und mit Jinx. Artillerists, this is our ranged AD trait. Every 5 attacks, they're also going to launch a rocket that deals 125% attack damage. They gain some AD. Kann man sehr gut mit Corki vorstellen. Double damage. Cool. Bruiser. 2 Bruisers always good because your team gains 100 max health. Ganze Team, das ist cool. In addition, Bruisers gain 20, 45, 75% health. Cool. Oh, Alright, okay. Dominator. This is one I want to talk about because this is a big deal. The way Dominator works is they're going to gain a shield at the start of combat. Fine, it's a shield, no big deal. But more importantly, they gain AP based on the mana spent. So for example, Mordekaiser has 100 mana. Okay. If you have 2 Dominator, the second he casts a spell, 25 AP. If you have 6, second he casts a spell, 70 AP. Why is this a big deal? Well, let's take Silco. I believe Silco's mana cost is 80. And so the first time he casts, you're going to gain 70% of that, which is 56. 56 AP. Dafür wäre ich zu dumm in Mathe, bin ich ganz ehrlich. But if you can do like Shojin Nashers, you're going to cast 2, 3, 4, 5 times. And that's where the AP gets pretty wild. Ja, deswegen jetzt verstehe ich auch, was er meint mit Shojin Nashers ist extrem OP drauf. Weil du AP dadurch kriegst, dass du deine Abilities used. Plus du hast auch noch mehr Abilities oben drauf. So like all
the Dominators like to cast a lot. My actual, like, to be honest with you, like, concern is that all their best in slots are basically cast a lot. And so if you have the right items for them, their ceiling is going to be very high. Verstehe ich, aber man muss ja bedenken, glaube ich, du kannst auf so wem wie Mundo oder ich glaube auch wie Mordekaiser kannst du halt, glaube ich, sehr schlecht dieses Shojin Nashos draufpacken und sagen, hey, besten Slot, cool. Sondern da wird wieder halt, also da ist halt einfach Triple Warbox, so nonetheless. So, du willst einfach, dass er überlebt und dadurch castet. Bei Silco willst du natürlich, dass er einfach castet. Das verstehe ich schon. Aber ich verstehe den Konzern, aber ich glaube, das trifft halt nur auf Backline-Units einfach zu, natürlich. If you can only get them to cast once in a fight, they're actually going to feel kind of weak. Ja, understandable. Man, if you've got the right setup. The other thing is it's a very expensive. Und da funktioniert Nami natürlich extrem gut drinnen. Weil wenn du dann eine Unit, also wenn du einen ganzen Trade hast, der im Prinzip nur casten will und du hast halt Nami, die im Prinzip nichts anderes macht, außer hey, du kannst ein bisschen öfter casten, ein ganz kleines bisschen. Das ist cool. Trait. You notice it's 2, 3, 3, 4, 4, 5. Like to get Dominator going, it's definitely not something you like start the game off of, but this has one of the highest caps. I expect to see a lot of high-level players playing Dominator because they've pivoted into it and they figured out how to get it going. They've got the right setup. They've hit the Mordekaiser. So Dominator is going to be a tricky one. Form Swapper, we already talked about it. Most of the complexity in Form Swapper is which one they want to be. But if you want to run a few Form Swappers, they either gain damage reduction if they're in the front or damage amp if they're in the back. So again, if you want to run. Ja, das ist cool, dass sie auch noch unterschiedliche Stats bekommen, je nachdem, ob sie in der Front oder in der Back sind. Das hilft ihnen natürlich auch nochmal. Und jetzt klärt sich die Frage, sind das so Unique-Sachen oder nicht? Nein, du brauchst 2 Form-Swapper mindestens, damit der Trade funktioniert. Das heißt, Jace mit Academy und ohne Form-Swapper kann ich mir ziemlich shit vorstellen. Du hast schon irgendwie eine Elise oder was dazu. Und dann wird es schon wieder tricky, glaube ich. Das kann tricky werden. Formswapper, glaube ich, wird sehr, sehr tricky, das Set. Gut zum Beherrschen. Elise in the front and Swain in the back. Elise will gain 15% damage reduction. Swain will gain 20% damage amp. Cool. I love Form Swapper. Very flexible. Ja, great. sehr cool. Pit Fighter. Pit Fighters gain 15% Omnivamp for running 2 of them. Cool. And they deal bonus true damage. And then when they drop below half health. Bonus True Damage. Okay. A little bit. Kind of like the old Dawnbringer, actually, from 5.5. So if you have 6 Pit Fighter, they drop below half health. They heal 40% of their health. They've got 15% Omnivamp. And everything they're doing is doing 20% bonus true damage. Cool. Sehr cool. Moment. Der Heal Percent. Ah, da sieht man die Percentage. Du healst 40%, 10%. Das ist viel. Das ist viel in so ein Ding reingepackt. Omnivamp, Health Region, True Damage. Das ist viel. Die halten halt nichts aus. Die müssen sich schon hochhalten. Also wenn sie irgendwie gestunlockt sind, sobald Y gestunt ist sie einfach dead wahrscheinlich. Aber wenn die draufhauen kann, die haut er die Zähne aus. 8 Pit Fighter, kind of a mini chase trait. Not prismatic, but that 99% heal and 50% bonus true damage. Pretty good. Das ist Hardcore. Das ist schon Hardcore. Das ist viel. Striker. Quick Strikers move faster and gain attack speed based on the target's missing health. So if you run 2, you've only got 28% attack speed, but as the enemy gets lower and lower, you get a bunch more. So this is quite a bit of attack speed, actually. I think Quick Striker openers are very powerful. For Quick Striker, in addition, on target death, they'll dash to a new target and gain a shield for 3 seconds. By the time you see this might be a percent health shield, but the point is they gain a small shield for 3 seconds to keep them going. Das ist cool, vor allem auch mit dem Ramping Attack Speed, weil wenn das jetzt nur 20% aber flat wären, dann hast du immer das Problem, dass du halt einfach viele Attacks machst, die aber nicht stark sind, im schlimmsten Fall, und einfach nur Mana Regeneration, also nur Mana Aufbau, Mana Regeneration für den Gegner sind. Aber so hast du halt wirklich viele Attacks. Das ist cool. Sentinel. Sentinel, like I said, you're going to see a lot of Sentinel splash because this is your team gains armor and MR. Your Team. Das ist viel. Sentinels gain triple. So 2 Sentinels. Tripper. Team's got 12 armor. What? Cool.
Und da haben wir schon 2 Sentinel, sind im Prinzip genauso stark wie vollgestackte Ambassador von Emissary, wenn wir uns nochmal zurückerinnern. Es gibt 2 Armor und MR, 7-mal hochgestackt für jeden Kill oder für jeden Takedown, den man macht. Das heißt, du hast alleine mit einem Sentinel-Trade schon was Besseres oder doch was Besseres, weil alleine Sentinels kriegen Triple, die kriegen aber 36 und dann halt dein ganzes Team nochmal 12. Das ist schon besser als dieses Emissary, was ich erst aufbauen muss. Deswegen not sure. Emissary finde ich dabei nur das von Garen und von Nami in den richtigen Conditions stark. Alles andere will jetzt nicht drauf gehen, wenn ich was Besseres habe. Aber Sentinel, das hört sich stark an. And the Sentinels gain 36. You want to run 6, whole team's got 40. Vor allem 6 Sentinels und es gibt 7 Sentinels in-game. 5 armor in MR, and they've got 135 armor. Wie viel sind das? Triple? Triple sind 90, sind 135 Armor und MR mit 6 Sentinels. Ist nicht wenig, glaube ich. Sentinels can get pretty tanky. Sniper's back. They deal more damage the further away they are. Ja, understandable. 16, 35, and gain +5 attack range. A sniper emblem with 6 sniper can make some pretty silly long-range melee units if you want to try. Sorcerer, 2 sorcerer is always good because your team gains 10 AP. And then sorcerers gain 20, 50, 85, and 100. If you run 8, their abilities also reduce their target's damage by 25%. Und das funktioniert auch noch sehr gut mit Nami, weil die wollen obviously, wenn du Vertical Sorcerer gehst, willst du obviously mehr Mana haben, um deine Abilities einfach öfter zu casten. Und in dem wirst du wahrscheinlich in 100 Fällen, in 99 von 100 Fällen wirst du Swain nach vorne stellen, weil du hast sonst nur Backline-Units. Pretty neat. Visionary. Visionaries say whenever visionaries gain mana, they gain more. And this means anything. You want to run a 6 visionary mana Zane? While the mana Zane is ticking, it's going to give 80% more mana. Das ist hardcore. So visionaries generate a lot of mana. Really good with Shojin. It's unlike Scholar. Like Scholar, you didn't want to put a Shojin on because it was like additive. This is multiplicative. So blue buff is good, Shojin is good, any mana generation is good here. There's good mana generation augments as well. So, yeah. Plus, Nami passt da auch wieder sehr gut rein. Was ist sehr gut. Kann reinpassen. Watchers are pretty easy. They gain durability. While they're above half health, that's higher. By the time you see this, I think 6 will have been nerfed. But, yeah. Watchers, another tanky comp you can put together. Wait. Watchers gain durability increased while above. Ist das stark? Like, das ist schlechteres Vanguard, oder? Also hätte ich lieber ein Schild? Oder hätte ich lieber Durability? Mein Vanguard hat ja einfach Durability bekommen, wie sie ein Schild hatten. Wenn sie ein Schild hat. Ist das gut? Das hört sich für mich jetzt irgendwie nicht so gut an. Ehrlicherweise. Ich meine, 60 Durability ist halt Hardcore, aber not sure. I think that's it on the trait side. But, holy crap, we still have more to go. Okay, let's talk about the Set Mechanik. Set Mechanik, das wird jetzt so interessant. Ich finde das so eine coole Mechanik. Die kann richtig in die Hose gehen, glaube ich, wenn man das nicht gut umsetzt. Aber ich finde es cool. Mechanic. The Anomaly. This is pretty cool. This is our Set Mechanic this time. And the way it works is on 4-6. It happens at the same time sehr spät, finde ich. Muss aber auch so sein. Every game on 4-6, the Anomaly appears. And it puts a hex in the middle. And you get to pick one champion to send into the Anomaly to come out with a buff. So for example here, the buff that you can see is Laser Eyes. Constantly deal 80% AP magic damage per second in a 3 hex line and burn enemies for 3 seconds. So this is really good on like an AP frontliner. If you don't like this, you can re-roll it for a gold. And so let's say you really want to have like a good Zoe Anomaly buff. You're going to roll a bit and find a good Zoe one. Or maybe you want a tanky one for your
Finde ich cool. Finde ich auch gut, dass das nur 1 Gold kostet, weil wenn das 2 Gold kosten wird, kannst du damit so viel vernichten. Aber es ist so spät, dass du deine Comp hast, eigentlich. Außer du gehst dann auf Fast 9 mit All Legends Rush. Aber an sich hast du bei 4, 6 ungefähr deine Combo, die du dann spielen willst, ungefähr deine Combo, die du spielen willst, und den Plan, den du hast und die Items, die du damit verbinden willst. Und jetzt geht es halt mit der Anomaly wirklich nur drum, mein Tank ist gerade mega stark, lass ihn noch stärker machen. Mein Carry ist gerade mega stark, lass ihn noch stärker machen. In this comp, you're going to roll for a tanky one. And so basically you get to kind of pick what special buff you get to put on whatever champion you want. And it's 4-6, so it's late enough that you kind of know what you're playing. Ja, But how was do ich you gerade want to gesagt habe. advance your comp? Was ich gerade gesagt habe. Pretty neat. It's a pretty low impact in the sense that like everyone gets one. It happens at the same time every game. They're all generally balanced around each other. But having a cool understanding of what you're looking for can make all the difference. Ja. There are Ach du 60 of them in Scheiße. total. I'm not going to read every single one. If you want to check these Wir schon. Wir lesen uns das alles. Wir fetzen das alles durch. Arcana Overwhelming. Gain Ability Power equal to 25% of Magic Resistance. Gain 50 Magic Resistance. Scale das miteinander. Kriege ich 12,5 Magic AP dadurch? Alleine? Weil dann ist das natürlich ein cooles AP Frontliner Atem. Genau. Rumble wahrscheinlich. Attack Expert. This champion gains 60% more attack damage from all sources. Ja. Hockey. Geht schon. Avalanche of Armor. Jeder Vorkost oder Higher Vanguard oder wahrscheinlich sogar noch besser Sentinel. Oh, Armor. Nur Armor. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Das ist wirklich, das ist sehr, sehr situativ. Magic Resistance auch, aber da kriege ich noch wenigstens die AP. Okay, aber da kriege ich die Attack Damage. Also Arcana Overwhelming und Avalanche of Armor finde ich beides schwierig, weil ich das sehr binde, den eines. Okay. Das lese ich nicht vor, das kann ich aussprechen. Gain 5 Gold, gain 15% Damage Amplification and 1 more per 2 Gold you have. Finde ich auch nicht so gut. Weil damit musst du immer mit hohem Gold spielen. Das heißt, sobald du runterrollst und sagst, okay, fuck it, ich brauche ein geiles Team, vernichtest du dir dein eigenes, deine Anomaly. So, du machst dich halt schwächer, indem du versuchst, stärker zu werden. Finde ich nicht gut. Deswegen mache ich Gambler's Blade auch nicht so gerne. Berserker's Rage, gain 20 Ability Power and 20% Attack Damage. Triple it when below 50% Health. Health vom Tactician oder Health vom. Nee, schon von dem Champion. Ja, das ist auch wieder geiles Bruiser. AP Bruiser ist wahrscheinlich am besten damit. Bully gains 18% Damage Amplification, doubled against units with a lower star level. Reroll. Bullrock, gain 30 Armor and Magic Resistance, tripled when above 50% Health. Das ist saugeil für nicht für Vanguard. Fuck, jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Für Watcher. Das ist ja OP für Watcher. Wer ist ein guter Watcher? Garen. Wenn du einfach Garen hast. Garen Watcher. Mal kurz zurück zu Watcher. Ja, einfach Garen. Oder du gehst in Firelights rein und das ist ein geilen Freestar Scar. Und dann das. OP. Calling Card. Gain an emblem that matches a non-unique trait from this champion. Ja, ist okay. Center of the Universe gain 6 stars that orbit this champion. Each star is. Das ist cool. It increases. Das ist cool. Aber für wen ist das? Will ich das kommt halt drauf an, wie weit die Stars weg sind, ne? Aber Attack Speed Increases willst du wahrscheinlich entweder auf einem Titan Resolve User haben oder halt gegen Induce User. Alles gut, Happy. Alles gut. Aber solange du enjoyst, ist alles gut.
Sagt Entertainment over everything. Comeback Story. Gain 5% damage amplification for every 10 player health you have lost this game. Auch cool. Kann ich mir sehr gut mit Gemtech Barons vorstellen. Cosmic Rhythm, no longer gain mana, but instead cast the abilities every 4 seconds. Okay, Nami useless. Kann das cool sein mit Dominator? Das ist zu lange. Na, wahrscheinlich ist das Shit mit Dominator, weil du hast ja schon deine Items geslammt. Imagine, du hast 2 Shojins auf Silke und nimmst Cosmic Rhythm. So, du hast einfach 2 Items verloren. Na, glaube ich, ist nicht so cool. Heal the weak, gain up to 100% critical strike chance based on target's missing health. Every 3 seconds target the lowest percentage have enemy in range. Das ist cool. Das ist sehr cool mit den Strikern. Imagine, du kriegst halt Attack Speed, desto höher, ich glaube, das kann cool sein, weil imagine, du kriegst höhere Attack Speed, desto niedriger das Health vom Gegner ist und aber mehr und zusätzlich Crit-Chance. Deep Roots. In 700 Health, 95 Armor und 75 Magic Resistance. They cannot move, aber stunned. Kann ich lesen. Enter target into range. Wahrscheinlich ziehen. Das ist auch cool, glaube ich. This champion gains 40% more armor und magic from all sources. Ja, Deep Roots, Defense Expert. Klassische Tank-Sachen. Deep Roots will wahrscheinlich Solo-Frontline sein. Diving in on first cast, leap to enemies and stun in a 2-hex radius for 1.5 seconds. Gain 15% damage amplification. Attack damage. Attack speed. And 20% Omnivamp. Kann ich mir sehr gut auf Civico vorstellen. Oder Y, jeden Frontline Bruiser wahrscheinlich. You know, take a look, read them yourself. But like I said, there are 60 different ones, and generally it will try to cater to your board a little. Don't get me wrong, it's not going to be perfect. You're going to, I bet some pros are going to look at stuff and be like, why is it showing me this? But it's got some help there. But to give you an example here, we have Bully. Bully says gain 18% damage amp, doubled against units with lower star level. Well, probably pretty good if you're playing a 3-star champion that wants to deal more damage, needs damage amp, and you know there's not a lot of other 3-star champions in the lobby. Pretty good. If not, you pass on that and take Berserker range if you're playing like Ambessa. Ambessa is going to gain 20 AD and AP, tripled when you're below 50% health. Ja, das haben wir auch schon gedacht, dass gut auf Ambessa ist. Vi is also actually pretty good with that. Frontline Bruiser. Also Frontline Attack Damage Dealer. Maybe you want Cull the Weak. Gain up to 100% critical strike chance based on the target's missing health. Every 3 seconds, target the lowest percent enemy health in range. This can be good on snipers. This can be good, like I said, I like it on Ambessa. Oh ja, imagine das auf Caitlyn. Oh, big. Ja, ja. Big. But yeah, and so like I said, you can look through and there's a bunch of these. I'll jump to the next. Ja, wir gehen alles durch. Dragon Soul. This champion's first attack against a new target fires a Dragon Soul Blast, dealing 20% max health true damage. Big. Imagine das auch noch kombiniert mit einem Sapphire Grasp. Krass. Sapphire Grasp 40% Max HP. Nochmal 20 Max HP. Imagine, du tust den Frontline Tank, stell dir vor, der Gegner ist Solo Frontline, du gibst ihm einfach 60% Max HP True Damage. Der ist aber tot. Dramatic Entrance. Combat Start. Leap off the battlefield. Tschüss. After 6 seconds, arrive with 60% increased max health and stun all enemies for 1.5 seconds. Wieder Frontline Bruiser. Ganz klassisch. Dual wielding and 2 completed items that fit this champion's role. Cool. Eagle Eye. Gain +1 range. Every 2 seconds the champion doesn't move. Gains 6% attack damage. Sniper. Energy Absorption. Gain 30 ability power each time an ally dies. Gain 5% of the ability power. Dominator oder Sorcerer wahrscheinlich. Das Scale, prozentual scale das mit Sorcerer natürlich extrem gut.
Und ja, das ist klar, das ist gut auf Sorcerer. Essence of Navori. Max mana reduced by 10%, increased by 10% each time this champion casts. Wait, what? Das hört sich shit an. Ich meine, du reduzierst es um 10%, sagen wir von 100 auf 90, und dann erhöht sich es aber um 10% wieder, aber halt nur um 9 und nicht um 10, weil neuer Wert. So stelle ich es mir jetzt gerade vor. Das heißt, die ersten 2 Casts sind besser und jeder andere Cast danach ist schlechter sozusagen. Ist das gut auf Dominator? Weil Dominator will ja sowieso Mana ausgeben. Aber Dominator will halt auch casten. Ja, es kann gut auf Dominator sein, wenn dann. Oder auf irgendeiner speziellen Unit, die eventuell sehr wenig oder sehr viel Mana hat. 100 Mana ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. So auf Familie, wenn die jetzt 20 Mana oder 25 Mana hat, würde ich es nicht nehmen, weil du reduzierst es um 10%, das sind 2,5, dann hast du statt 25 Mana hast 23, 22 Mana, gar kein Unterschied. Und dann erhöhst du es einfach nur bis auf, sagen wir mal, 40. Useless. Fireball. For every 60 mana spent, throw a 2-hex fireball that deals 7% max health 2 damage and burns 5 seconds. Dominator. No brainer. Force of Friendship gain 1% damage amplification for each star level on your board. 3-star champions gain 8% damage amp instead. Reroll. Family ist damit saugeil. Fortified gain 12% max health. Every 3 seconds gain another 12%. Das ist ja mega geil. Ja, das haben wir auch wieder. Das ist, glaube ich, sogar auf einem Watcher Gala, weil er einfach die MR und die Armor dazu noch kriegt und ist einfach gratis Max Health. Mundo ist ein No-Brainer dafür. Restyling after Restyling gain 5,4. What the fuck? Gain 4.5 damage amplification for each activated trait you have. Flex player. Giant size gain 1000 health and grow great in size. Mundo. Oder auch wieder irgendwas, was Watcher ist. Oder Tank generell. Headhunter gain 15% attack speed. After every kill permanently gain 1 more. Damit kann man sich Gintus ersparen, glaube ich. No? Aber es kommt wahrscheinlich zu spät. Auf Kog'Maw kann das cool sein. Ich glaube, auf Caitlyn willst du es halt nicht haben, weil Caitlyn will lieber den Crit haben. Also Caitlyn will einfach slow schießen, dafür One-Shotten oder fast One-Shotten. Und das willst du halt wirklich bei wem haben. Bei so einem Striker willst du es vielleicht haben. Noch mehr Attack-Speed ist immer geil. Irgendwas zu verbessern, was schon gut ist immer geil. Heavy Hitter. Attack Steal Bonus Physical Damage equal to 20% of the champion's Max Health. Backline, AD Carry oder auch. Wait. Nein. Ich habe mich verlesen. Ich glaube, für den, das angegriffen wird. Okay, dann ist es einfach Frontline. Frontline Damage Dealer. Oder Tank sogar. Aber es kann auch cool auf den Tank sein. Hungry for Power. Combat Start. Consume the nearest ally and gain 60% of their health and attack damage. What? Ja, irgendein Reroll, wo du halt einfach nur Fick auf eine Unit gibst. Irgendeine Frontline-Unit im besten Fall. Hyper Velocity, haben wir es nicht gerade gehabt? Gain 10% Attack Speed on Cast, gain 50% Attack Speed for the rest of the combat. Ja, auch wieder Kog'Maw, irgendeiner von den Strikern. Sowas halt. Next page, here's a bunch more. Some of them are really simple, like giant sized. Gain 1,000 health and grow greatly in size. Yep, if you want your tank to be even tankier, giant There you go. size. Others can be a little trickier.
Freestyling. Gain 4.5% damage amp for each activated trait you have. Aber da denke ich mal, wenn ich jetzt auf 4,6 das nicht habe, dann nehme ich das auch nicht, oder? Außer ich muss es nehmen, weil ich kein Gold mehr zum Rerollen habe. Well, if you've got a lot of activated traits, and notice it doesn't say non-unique, you can get, you know, this up to like 20-30% damage amp if you play your cards right. Ja. So, yeah. And again, I'll leave it here for a second. I'm not going to read them all. One of my favorites here, though, is dramatic entrance. If you have 2 strong tanks, what you do is put one of your strong tanks, give them dramatic entrance. Combat start, they leap off the battlefield, kind of like the old set run off the board. After 60 seconds, they come back with 60% increased max health. 6 seconds, nicht 60 seconds. And Das wäre krass. 60 seconds wäre, das dauert ein bisschen. Da wartest 3 Fights, bevor der wieder kommt. All enemies for 1.5 seconds. So it's like they jump back onto the board, do an AoE stun, and you've got a 60% bigger health tank. So Mundo with this, for example, can do pretty silly things as long as you have like the Blitzcrank to stay alive long enough before the Mundo comes in. So you can get pretty creative here. Das hört sich auch gut an, weil dann kannst du Blitzcrank nehmen insgesamt und zum Schluss auf einen Malsacher gehen und der Fight dauert einfach ewig und Malsacher liebt deine Seele. Here's the third page. So, weiter geht's. Into the Unknown. Wir machen das alles durch. This champion disappears for 2 rounds. Ach du Scheiße. When you return, they gain 50 ability power and 50 attack damage. Not sure. Dafür musst du schon extrem viele Leben haben. Und was machen wir mit 50 ability power und 50 attack damage? Außer wieder auf einen Bruiser vorne, ne? Oder auf Corky vielleicht. Every 4 seconds turn invisible for 1 second. Richtig geil auf Echo, glaube ich. The next attack has 100% critical strike chance. Richtig geil auf Echo. Killstreak. Gain 30 Mana each kill. Dominator. Mordecai ist wahrscheinlich einfach oder Silco. Knockout. Gain 15% attack damage. The next attack after casting gains 53% critical strike chance and deals 110% true damage. Caitlyn. Oder einen geilen Sniper, der nicht für Attack Speed, sondern auf Crit geht. Oder Corky kann, glaube ich, auch gut damit funktionieren. Laser Eyes constantly deal 80% ability power magic damage per second in a free hex line and burn enemies for 3 seconds. Ja, Magic Frontline Damage Dealer. Rumble. Mordekaiser. On first death, revive to full health, gain 50% attack speed and 20% omnivamp, but lose 12.5% health on each second. Ja, Mordekaiser ein besser Frontline, wieder Frontline Attack Damage. Also Frontline Carry. Legacy of Shurima. Last Chance hört sich nicht so gut an, ehrlicherweise. After 10 seconds of combat, ascend, gaining 40% max health and 6% attack speed. Und dann noch ein Talisman oben drauf und dann bist eine Armee einfach alleine. Auch wieder, hört sich auch wieder sehr nach Frontline an. Ehrlicherweise. Mit dem Max Health, Attack Speed kann jeder irgendwie benutzen. Vielleicht den Super Strike an der Camille. Camille Reroll. Mage Armor. Gain Armor and Magic Resistance equal to 30% of Ability Power. Das ist geil. Das ist cool. Damit kannst du einfach einen Sorcerer noch eine Frontline-Unit machen. So, I don't know, gibt es halt LeBlanc als Sorcerer und hast schon eine dritte Frontline-Unit. Das ist cool. Magic Expert. This champion gains 40% more ability power from all sources. Sorcerer. Oder halt Dominator. Irgendwas AP-lastiges. Magic Training. Gain 20 ability power. On caster team gains 2 ability power for every 10 mana spent. Dominator. Sorcerer geht auch, aber das ist cool für Dominator. Minimies. Gain 3 minis that deal 30% attack damage every 3 attacks. The attacks reduce armor by 5. Auch wieder Frontline Carry. Glaube ich. Das am besten funktioniert. Miniaturize, transform into an item that gives 50% of their attack damage, ability power, armor, and magic resistance. Equipped items pop off. Wait, man transformed?
die Unit zu einem Item, das 50% von all ihren Werten gibt. Ich mag dieses Units verschwinden lassen nicht, weil das kannst du auch nur auf einer geilen Unit machen oder halbwegs geilen Unit, weil ich will ja nicht von meinem One-Cost One-Star 50% der Attack Damage haben. Aber ich will jetzt auch nicht meine Two-Star Caitlyn einfach wegtraden. Nothing wasted, when an ally dies, gain 100% of the current mana, Dominator. 1000 cuts, attacks deal 30% 30 bonus true damage plus 15 true damage for each time the target was damaged by this effect. Striker. Power absorption. Gain 30% attack damage. Each time an ally dies, gain 5% of their attack damage. Auch wieder geil für Caitlyn, glaube ich, oder für Sniper. Okay, und die letzte schauen wir uns auch noch an. Some are basic here. Mage armor. Gain armor and magic resist equal to 40% of your ability power. Sounds like a Swain one, right? Swain frontline, who's running sorcerer, has a bunch of AP, gains more armor and MR based on that. Pretty basic. Ja. Others a little more complicated. Nothing wasted. I love this one. You put this on like a Zoe, for example, and anytime an ally dies, gain 100% of their current mana. So your ally dies, Zoe gains more mana, Zoe's throwing more ults, Zoe's melting backlines. Ja, oder eben auf dem Dominator. Cool. Even kill streak, if you're ahead, gain 30 mana each kill. For those of you that used to like, oh god, what was it called? There was the augment that did this, but if you can get those kills and refresh your mana, you can do some pretty big damage here. Even Into the Unknown, I like this one. If you're willing to play without your carry for 2 rounds, then they come back with 50 AD and AP. So, if you can sack 2 rounds and you're ahead, get them pretty strong. Ja, brauchst halt das Health dazu. And here's the final page. Ultimate Hero. Oh, das ist ja cool. Ultimate Hero. Aber wir gehen alles durch und dann hören wir uns an, was Mortdog dazu sagt. Protective Shield, Combat Start in every 8 seconds. 20% Max Health Shield to Self and 2 lowest allies for 5 seconds. Hört sich so geil an für Garen, ehrlicherweise. Oder halt wieder für einen Tank. Repulsor, gain 30% attack speed on cast, knock back the target if within 2 axes of them. Backline Carry, ne? Für längeres Überleben. Scuttle Familiar. On death, summon a crab with 125% of the maximum health, armor, magic resistance. Geil für Tank, glaube ich. Share your energy. Combat start. Gain 8% of the attack damage, ability power, health, armor and magic resistance to allies. Das ist geil. Das ist geil. Das ist einfach, ich glaube, es ist einfach so ein solides. Das ist kein High-Roll-Ding, das ist einfach solide. Slime Time. Every 2 seconds, deal 100% magic damage into a 1 hex radius and heal this champion for 100% of damage dealt. Ja, Tank, no? AP Tank. AP Bruiser. Du willst halt nah dran sein am Gegner damit. Slow Cooker. Every second, deal magic damage in a 1 hex radius equal to 4% of the maximum health. Radius increases every 6 seconds. Das hört sich sehr ähnlich zu Slime Time an, aber again, Mundo ist da sicher saugeil mit. Jeder Tank. Stone Skin, Combat Start, gain 225 Armor and Magic Resistance. Every second reduce this bonus by 10. Imagine das. Ne, das ist viel besser mit Garen und mit Watcher, glaube ich, ist es. Ja. Ja, mit Watcher. Als mit Sentinel, weil du hast dann schon so viele mehr und Armor und MR, dass sich's gar nicht mehr auszahlt. Strength Training. Gain 20% attack damage every 3 times the attack. A team gains 2% magic damage. Attack damage, sorry. The team gains 2% attack damage. Auch geil. Ich glaube, es ist auch sehr solide. Das hast du einfach auf Attack Carry drauf. Quacky, Caitlyn. Und hast einfach ein cooles Team. The Finisher. This champion's attacks and abilities execute enemies champions at 50% health or lower.
Alle Formen von Carry können das benutzen. Ich glaube, am coolsten ist damit Caitlyn. Oder Corki wahrscheinlich, aber ich glaube, jeder Carry, jeder, der Damage macht, kann das nutzen. Thorn Skin. In 60 Armor and Magic Resistance, when damage to 20% of the magic blocked to other enemies as magic damage. Und eine Bramble West oben drauf und Tank ist aber mal ein Carry. Titanic Strikes. Attacks deal an additional 30% attack damage to the target and other enemies. Again, Corki, Caitlyn, alles was 80 Damage macht. Oder 80, also 80 Frontliner. Touch of Frost. Ability casts 20% chill. Reduce attack speed enemies for 4 seconds. When chilled enemies die, they stun the nearest enemy for 1 second. Das hört sich sehr cool an. Das funktioniert, glaube ich, auch sehr, sehr gut auf sowas wie Dominator. Oder einfach generell auf was gegen Attack Speed ist, was lange Fights will. Malzahar zum Beispiel. Ultimate Hero, star up a 3-star One-Cost Champion to 4 Stars. Ja, das funktioniert auch nur, wenn du One-Star Reroll machst, ne? Unstoppable Force. Und das geht halt, das finde ich, das ist cool, aber das funktioniert halt wirklich nur, wenn du halt, oh, ich habe einen 3-Star One-Cost Champion und behaltest ihn. Und dann muss er noch die Anomaly finden. On takedown change, unstoppable force. On takedown charge the next attack and stun them for 1.5 seconds. Then heal 10% max health. Ja, wieder ein Bruiser. Frontline Carry. Wolf Familiar. Some 2 wolves attack with 25% of the champion's attack damage. Ja, auch wieder. Auch sehr cool. Sehr cool. Sehr solide. Entweder wirklich Corki und Caitlyn, irgendeine Backline Attack Damage Unit oder eine Frontline Attack Damage Unit. Ach, sehr cool. Star up a 3-star 1-cost champion to 4 stars. If you want that to be your anomaly buff, cool. Do that. Slow Cooker. Slow Cooker's a great one. Every second, deal magic damage in a 1 hex radius equal to 4% of their max health. Radius increases every 6 seconds. So, if you survive 24 seconds with this big, imagine a Loris 3 with Warmog's Gargoyle. Well, at 24 seconds, he's now got an AoE hex the entire size of the board, hitting for 4% of his max health every second. So. Es ist im Prinzip Crab Rave auf nicht so, also Crab Rave, dann. Pretty cool. We've seen some cool Slow Cooker builds. Yeah. So there you go. Oh, Scuttle Familiar. That's the other one I really like. Imagine you make a really powerful Mundo with, like, again, Warmog's Bramble Dragonclaw, and then you give him Scuttle Familiar. As soon as that Mundo dies, das hittet auch hart, ja. Out comes a Scuttle Familiar, which I believe we had nerfed this to 100%. But basically, it's a Scuttle Crab that doesn't do anything, but has the same health, the same armor, and MR, again, that can be extra tanky. So, das ist krass, ja. Pretty cool if you have a really strong solo tank and need to buy time for, like, your Dominator comp or something like that. Cool. And again, some are easy. The finisher. The champion's attacks and ability execute enemies at 15% health or lower. Pretty basic. Easy to use. Ja. So yeah. That is sehr coole Mechanik. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Mechanik. Sehr, sehr coole Idee. Ich finde es gut, wann sozusagen die Anomaly kommt mit 4-6. Es ist nicht zu früh, es ist nicht zu spät. Wenn du mit 4-6 immer noch keine Kombos, wo du sagst, in die Richtung gehe ich meine, okay, warum überlebst du so lange? Aber good luck, have fun. Und hoffentlich sind die so balanced, dass es nicht immer dieselbe Anomaly ist, für die man sozusagen sucht. Alright, now let's talk about all the other changes you can expect. The first, we talked about this in the learnings article, but there is no portals anymore. Now you just have an opening encounter. Genau, das gibt es im Prinzip schon, also das ist ja schon in einem Artikel vorkommen. Wir gehen es halt trotzdem nochmal durch. Keine Portals mehr, man entscheidet nicht mehr, will ich Trainer Golems haben, will ich Make 'em Cook haben oder irgendwas, was menschlich würdig ist. Sondern es gibt einfach derweil 10 und es sollen aber noch 2 dazukommen unterm Set von diesen Start Encounters und da ist einfach random eine Powder stehen und Powder macht, I don't know, Powder
wordlessly releases a little wind-up monkey that will help you on 3-5. So, fertig. Finde ich an sich eine coole Änderung, einfach weil es das Reduzieren, einfach weil ich finde es cool, dass es reduziert wird. Ich finde es cool, dass es zum Beispiel, wenn man ganz oben sieht, No-Encounter auch mal gibt. Finde ich auch ganz cool. Was ich nicht cool finde, ist, dass One in Trainer immer noch drinnen ist, aber I mean, okay. Und ja, ein bisschen Player Decision nimmt es weg, aber auch diese Frustration mit, hey, da stehen 7 Leute auf dem einen Portal, aber der eine gewinnt sozusagen, der auf dem anderen Portal oben steht. Deswegen, ich finde es okay. Now, even since we posted the article, we have changed the numbers. No encounter we published at 40%. It's going to go down to 20%. We know a lot of you at launch are looking for some of these sort of for fun. What we'll probably do is launch in this sort of a little more hectic state with people having these higher variance ones like Scuttle Puddle, First Augment Prismatic, Wandering Trainer. And then over time, we might reduce it as we hit to the back half of the set and the competitive side. But again, we know especially the players who are playing early on really like the fun stuff. There's only one new one here, which is Wind Up Monkey. I won't spoil it for you, but basically what happens is at... I mean, musst es nicht spoilen, Bro. Du spoilst es dir schon selber. 3-5, one of 4 things will happen. So, Okay, also das ist nur sozusagen ein Ding, das passieren kann, dieser... enjoy what those 4 things are. Okay. I won't spoil it yet, but pretty sure this one will be pretty well liked. So, but we'll keep an eye on it. Powder's just trying to help, you know? All right, the item UI. Ja, das ist auch cool. Twitter, das ist auch sehr, sehr cool. The item UI has completely changed. Items are no longer these little cubes that sit in the corner. There's now an entire item UI right next to your trait tracker that has 10 slots that expands to 20. So if you're ever doing some crazy hectic cash out or big transition or something like that, you're going to have plenty of room for your items. You can rearrange them, you can do stuff like that. And the other thing to note here is that reforgers and removers stack. So you can see here I have 2 removers. They don't take up 2 slots. It's pretty nice. So, pretty great. I'll tell you the truth. The first 1 to 3 games, it's going to take some to get used to. Ja. Da muss man sich auf jeden Fall drauf einstellen. Da muss man sich sowas von drauf einstellen. Played TFT for the whole time since we've been out. It takes a bit to unlearn. But once you do, it took me about 3 games, it's better. It's a lot better. You're going to love it. You're going to be like, this is so much easier. But like I said, your first few games, you're going to be like, where's my item? Oh, right, they're over there. Genau, das ist das Einzige, wo ich jetzt gerade sage, what the fuck, wie macht sie das? Wird sozusagen dann, es ist jetzt am linken Bildschirmrand. Das heißt, swappe ich jetzt zwischen Items und meinen Trackern? Das heißt, ich weiß gar nicht, welche Trades das sind, weil ich sehe meine Items. Ich meine, ja, aber der Bildschirm ist halt schon sehr voll insgesamt. Man ist halt blöd, wenn man nicht dann eine Information sozusagen wegschieben muss, um eine andere zu bekommen. Aber we will see. Oh, you know, it's going to take you a second. So, but give it a try. I know change of version can be a terrible thing, but I promise you, get over that hump, that learning hump, and this is a better UI. It's better for the long-term game. I promise you'll like it. All right, other changes. To level up to 10 is going back up 8 XP. We found Das ist krass. Soll auch so sein, aber ist krass. Without charms, there's a lot of gold in the game. In a lot of our internal playtests, we were getting to 10 a little easier than we'd like. So level 10 is going to be a little harder. Not 8, not 9, just 10. Das ist gut. Ich habe mir zum Beispiel seit 11 sehr, sehr schwer dann Level 9 jedes Mal zum Gehen. Das ist jetzt schon definitiv leichter geworden. So, vielleicht für andere nicht, aber ich finde es eine gute Änderung. Also, und dann ist auch verständlich, dass man nicht sofort zu Level 10 sozusagen kommen soll. Mana generation from post-mitigation damage is going to go down from 5% to 3%. The TLDR of what this means is the amount of mana you gain from taking damage is going to go down. Das ist natürlich dann auch cool für Striker. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich habe es nicht gemerkt. Super Striker, I'm not sure. Für die ist es natürlich cool, weil da kannst halt mit 5 Damage 100.000 Mal draufhauen und du denkst dann nicht, fuck, der hat castet schon zum 17. Mal. Das ist cool. This becomes really necessary when balancing 3-star tanks and melee champions. So they're just going to get less free mana for existing. Less likely to go infinite when they take damage, heal, take damage, heal, take damage, heal. So,
Mir fällt gerade was auf. Wender ist im Set, aber Warwick nicht. Und sie haben Warwick aber gebufft. Wo ist Warwick? Item removers. We added the new rule in the middle of the last set where you would get an item remover if you didn't already have one. That led to some weird feels bads where you'd like force yourself to use it to make sure you get the next one and you didn't really need to. So we're simplifying it. Now it's just you gain an item remover every PBE round. Das finde ich auch eine coole Änderung, weil ich war einfach viel zu dumm, die jedes Mal zum Benutzen. War ich einfach. Finde ich eine gute Änderung, einsteigerfreundlich wieder. Man muss jetzt nicht mehr 7-mal drüber nachdenken, hat es einfach ein paar Remover. Cool. If you already have one, now you'll have two. Cool. Good stuff. And then the last thing is a really minor one, but crests and crowns will no longer be offered on 2-1 in the Wandering Trainer encounter. We like Wandering Trainer, but there's just something about like... Ich nicht. Okay, I got the portal emblem on my golem into a free 2-1 portal emblem. That's a little over the top to start with. We don't mind it at 3-2 and 4-2 so much. But at 2-1, it's a little much. And there were certain traits in this set, especially like Black Rose and Chem Baron, that having that big a start early was just not okay. So that is going to be a bit of a nerf understandable. Encounter. Ach du Scheiße. Again, I'm not Ach du Scheiße. Ja, wir schon. Wir gehen das alles durch. Sind es nur noch Augments? Nein, aber lange noch. Okay, wir gehen das trotzdem durch. Wir gehen das durch. Power up. Your next augment is 1 tier higher. Okay. Das heißt, das ist ja cool. Das heißt, jeder kriegt das heißt, du hast dein erstes Augment, kriegst du zum Beispiel nicht, weil your next augment is 1 tier higher. Aber dafür kriegt jeder ein Gold Augment und ein Prismatic Augment. Das ist cool. Obwohl ich glaube, dass es nicht so stark sein wird. Aber cool. Table Scraps. After each carousel, gain a copy of a champion that wasn't chosen and the items they were holding. Gain 1 gold. Not sure. Du kriegst halt 2 Components. Das ist cool. Weil das 2 Shit Components sind. Not sure. Titanic Titan. Increase your current and max player health by 20 und carousel rounds were released earlier but much slower. Lol, das ist witzig. Kingslayer. After winning player combat, gain 1 gold. If they had more health than you, gain 3 gold instead. Gain 1 gold now. Sehr cool. Sehr cool. Das ist ein cooles Argument, wenn man es richtig... Aber muss man halt spielen. Superstars 1. Your team gains 5 bonus damage, increased by 2% for every 3-star unit you field. Gain 2 rerolls. Reroll augment. Lone Hero. Your last surviving unit gains 100% attack damage and 30% durability. Okay. Aber er hat dann, weiß nicht, finde ich nicht so gut, glaube ich, weil es ist meistens eine Backline-Unit. Aber es kann cool sein. Kann cool sein auch für den Attack Carry einfach. Fire Sale. Each round steal a random champion from the shop. Gain 3 Gold. Das ist ja OP. Ja, du kriegst einfach, selbst wenn du keinen der Champions brauchst, kriegst du einfach im schlimmsten Fall ein Gold mehr. Die Runde. One for all. The team gains 2% max health and 1.5% damage amp for each unique 1-cost champion on your board. In 2 1-costs. Auch wieder Reroll. Oder? Muss nicht sein. Kann auch gut sein mit Little Buddies. Diversified Portfolio und Diversified Portfolio Plus. Each round gain 1 gold for every 3 non-unique trades active. Gain 1 gold now. Each round gain 1 gold for every 3 non-unique trades active. Gain 4 gold now. Ja, not sure. Ist okay, glaube ich, für Silber. Mana Flow 1. Champions that start combat in the back row gain 3 additional Mana on each attack. Saugeil für Dominator. Da auch noch Mana. Da auch noch ein Nami rein, hast einfach einen Shojin
zusätzlich. Sehr cool. Corrosion. Every champion on the first 2 rows lose 3 armor and magic resistance every 2 seconds. Wait. Das heißt, das finde ich. Für mich hört sich das so an, als würden das deine und gegnerische Champs sein. Das heißt, es ist doch ein Null-Summenspiel, oder? Ja, finde ich nicht gut. Weiß nicht, liest sich irgendwie nicht gut. Eye for an eye and eye for an eye plus. For every 14 allied champions that die, gain a random component. Okay. Gain a random component for every 11 allied champions that die, gain a random component, maximal 3. Hört sich Eye for an eye um einiges besser an als Eye for an eye plus. Ehrlicherweise. Hört sich okay auch insgesamt an. Du bist halt wahrscheinlich mit Loose Streaken, ne? Ja. Survivor. After 3 players are eliminated, gain 60 gold. What? 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 Das kann cool sein. Das kann extrem cool sein. Hä? Da muss man aber gut drauf spielen können. Wenn es da noch Eck dazu nimmst, ich meine, dann hast du einfach verloren. Da muss es extrem gut im Game sein. Glass Cannon 1. Champions that start combat in the back row begin combat at 80% health but gain 12% damage amp. Das ist cool, glaube ich. Climb the ladder 1. Each time an ally dies, allies that share at least one trait with them gain free ability power, free attack damage, free armor. Free armor und free magic resistance. Das ist halt cool für Vertical, ehrlicherweise. Bulky Buddies 1. Units start combat next to exactly one other champion gain 100 health. When one, ja, I'm sorry, das kann ich nicht lesen, wenn da die Facecam halt drin ist. Sorry, das kann ich halt nicht lesen. Units start combat next to exactly one other champion gain 100 health. Wenn einer davon wahrscheinlich stirbt, kriegst du auch noch ein Schild, der andere. Okay. Crafted Crafting. Whenever you make a completed item, gain 3 rerolls. Sagar. Rigged Shop. Your next shop and every 4 shops contain all tier 3 champions. Cool für Reroll. Rigged Shop Plus. Your next shop and every 4 shops contain all tier 3 champions. Gain 5 rerolls. Ja, auch einfach Reroll. 3-Star Reroll. Free Cost Reroll. Dummify. Okay. Lose all units on your board. Gain a dummy with 17% of their combined health. What? I mean, das ist mega cool für Midgame. Aber kriegst du das Gold davon? Auch? Oder ein Teil? Das hört sich nämlich nicht so an. Dann. Und Reroll Transfer for every one unused Augment Reroll gain free Shop Rerolls. Das not include. Ich weiß nicht, was es nicht inkludiert, aber man kriegt noch 3 Gold dazu. Das ist auch cool. Augment team cooked. This is one of the sets where we're doing a very large augment refresh. Ach, there scheiße. are a lot of new augments. So you can pause the video and take a look. I'll cover some of my favorites. My favorite silver one is right at the top here. Power up. Your next augment is 1 tier higher. So you take this on like 2-1, and then 3-2 comes. Everyone else gets a gold. You get a prismatic. I love this one. Who knows if it's too strong? I don't really know if this strong is. know. Being down a silver but up a prismatic compared to a gold is pretty interesting. But I find myself always taking it just for the shot at being up a little bit of power. So that one's fun. Titanic Titan, definitely take it if you want, if you're a streamer and you want your chat to laugh at you. I think that one's hilarious. Hallo? Also works really well with Chem Baron. It's just Chat wird niemals über mich lachen. Let's see, are there any other really big ones here? Glass Cannon, I think, is going to be one that's a very high elo power one. Yeah. Champions that start in the back row will have 20% less health, but 12% damage amp, which is really good for a silver augment. Rigged Shop, if you like 3-cost reroll. Your next shop and every 4 shops contain all tier 3 champions. Pretty neat. Yeah. So, Dumbify and Golemfy. These ones are crazy.
So it only appears on 3-2. If you take it, Okay. you lose all your units. You don't get any gold back. Okay. But you That's get a hardcore. dummy with 70% of their combined health. So you can end up with like a target dummy that you know traded your units for that has like 5,000, 6,000 health. But it does kind of hit your economy, so you have to kind of build back up from that. Yeah, there's some silvers. We have some golds here. Again, not going to go over all of them. Some pretty fun ones here. Vampiric Vitality. Wir gehen aber überall da drüber. Let's go. Bad Luck Protection. Your team can no longer critically strike. Da sollte man nicht auf den critically strike Trade gehen. Convert each crit strike chance to one bonus attack damage. Oder auch schon. Gain a Sparring Glove. Okay. Pyromaniac. Gain a red buff. You burn still 50% increased damage. Das auf Miles hart. Insane. Tower Defense. Gain a training dummy equipped with a random emblem that fires range attacks at enemies. Geil. Superstars 2. Your team gains 7% bonus damage increased by 4% for every 3-star unit on your field. Gain 3 rerolls. Auch wieder Reroll Augment. Sehr cool. Tomb Raider. The next 3 times a player is eliminated, get an item from the armory. What the fuck? Das ist so high risk aber nur. Aber ein Item, ganzes. Das ist halt auch wieder Rolling halt einfach. Also du kannst halt Hit or Miss, ne? Scavenger. The first 4 enemy champions that die grant a champion on your team a temporary completed item. Oh, nice. Das ist cool. Das war für Late Game cool. Your team gains 2% damage amp for each non-unique trade active at its lowest tier. Horse for Life, jawohl. Ich hab den Dings gar nicht gelesen. Oh mein Gott. Finde ich nicht so gut. Da kannst du halt nur wirklich komplett ranflexen. Empiric Vitality. Heal for 25% of the damage you deal to enemy tacticians. Your unit gain 12% Omnium. Wait. Heal for 25% of the damage you deal to enemy tacticians. Das heißt, mein Tactician kriegt das Health wieder. Das ist ja busted. Imagine das und Tiniest Titans. Du kannst nicht sterben, auch wenn du Loose streakst. Dafür hast du keine Combat-Stärke, aber das ist krass. Doch, du hast ja sogar Combat-Stärke mit 12% Omnium. Das sind Champions. Oh, schon cool. Starry Night und Starry Night Plus. 1 and 2 cost units in your shop have a chance to be 2-star, gain 3 oder 8 Gold. Chances increase with player level. Auch wieder Reroll, ne? Ja. Pair of 4s, if you have exactly 2 Tier 4 champions on your team, they each gain 404 Health und 24.4% Attack Speed. Das kann cool sein für Dominator, glaube ich, hat zwar. Oder Experiment mit Mundo und Twitch. A magical roll. Roll 3 dice. Gain rewards based on their total. Krass. Das ist einfach nur, boah, schauen wir mal, was rauskommt. Das ist below Call of Chaos. One for all 2. Your team gains 3% max health and 2.5% damage amp for each unique 1-cost champion on your board. Gain 3 1-cost units. Ah, still not sure. Gold for dummies, gain a training dummy. All dummies grant 1 gold every 10 seconds they survive combat. Overheal. Ich finde es okay. So, wenn es dann auch noch Scapegoat, nein, nicht Scapegoat, sondern Escort-Quest hast, kann es cool sein. Aber ich glaube, es ist okay. Und du willst doch nicht Escort-Quest und das haben, oder? Da hast schon wenig. Da gibt es Sachen, die haben mehr Gold.
Overheal. Every third attack deals 115% damage and heals for 50% of the damage dealt. Bonus healing is converted into a shield up to 300 health. Mega cool. Sehr cool für Y oder diese ganzen Frontline-Units. Besser. Bin aber bei den 5 Cores. Sevika freut sich damit. Cloning Facility. Empower hex in the center of the board. Summon a clone of the unit in it with 70% health. Plus wahrscheinlich noch irgendwas, was ich hier nicht lesen kann. Auch cool. Wait. In it. Okay. Kann okay sein, glaube ich. Kann cool sein. Mana Flow 2 Champions that combat in the back row gain 5 additional Mana on each attack. Insane gut. Insane gut für Dominator oder für Sorcerer. Alles, was Mana braucht. Warpath. After dealing 60 player damage, gain a chest of high-tier Champions and Items. Krank. Also, das ist das Cooking, was sie meinen. Das finde ich echt hardcore. Das ist echt cool. Das ist High Risk einfach. Exalted Adventure gain 3 unique 2-cost Champions. If you freestyle 2 of them, gain an orb filled with wahrscheinlich High-Tier Loot. Auch cool. Wie halt Upgraded Adventure. Nur sehr viel spezifischer. Und sehr limited auf diese 3 Champions. Was cool sein kann, ist auch wieder Rolling einfach. Wenn es da 2 coole Champions hast, die du rerollen kannst, cool. Wenn nicht, hast du halt verloren. Contested, after each player combat, gain 1 gold for every 2 other players who have fielded. Ja, kann ich lesen. Wahrscheinlich at least 2, 3 Champions you have also fielded. Glaube ich, ist nicht gut. Shop Glitch. During non-player combat rounds, your shop refreshes for free every 3 seconds. Das ist cool. Was halt noch dahinter kommt, I don't know. Too much value, gain 1 reroll every 3 unique 2-cost champions fielded last combat. Gain 3 2-cost champions. Weiß ich nicht. Kann okay sein. Aber es ist nicht so cool. But more importantly, heal for 25% of the damage you deal to enemy tacticians. If you lost streaked and then are playing something like Pit Fighters and want to turn it around, being able to heal all the player damage you do is kind of nice. It's pretty cool. Starry Night, I'm a big fan of this one. 1 and 2 cost units in your shop have a chance to be 2-star, and that increases with player level. So what'll happen is you take this, and then at level 8, like a lot of your shop, anytime you see a 1 or 2-star, will actually be, or 1 or 2 cost will be 2-star, allowing you to get like 3 costs later. You know, just pretty neat. I like that one. Let's see here, other big ones. Oh, Warpath. Warpath is a hard one to get to work, but if you do, whew, this is another one, kind of like a high risk augment, right? But the way it works is you can take this on 2-1. After dealing 60 player damage, which the earliest, I did this in one of our playtests, I pulled it off on 3-5. You gain a chest of high tier champions and items. And so like imagine on 3-5, you're win streaking, you've done a bunch of player damage, and then you just get a bunch of like 5 costs and some extra items for a gold augment. It's pretty wild. But other games you could be stuck not doing the 60 player damage and just being down a gold augment. So it can get pretty tricky. And last one here, this one's interesting. Ja, also das habe ich auch das Gefühl, sehr viele High Risk und High Chance Augments sind hier dabei. Das ist mein Gefühl. Es ist wenig. Du kriegst einfach was, sondern es ist sehr viel. Hey, es sind die und die Voraussetzungen zum Erfüllen, aber dafür kriegst du coole Sachen. So, stell dich darauf ein, dass das nicht jede Runde passiert und du einfach die Hälfte von deinen Spielen einfach lust, weil du dieses Augment genommen hast. Die andere Hälfte ist aber einfach nur Spaß die ganze Zeit. I'll be curious what you guys think of it. Shop glitch. I'll shot call here. I don't think this is strong, but we definitely have some people on the team who think it's wildly strong. But basically the way it works is you take this on like 3-2, and during non-player combat rounds, aka the PBE rounds, you basically, your shop will refresh for free every 3 seconds for 30 seconds. So you basically get 10 free rerolls every PBE round for the rest of the game, starting at 3. Ist halt sehr cool für Reroll-Sachen, für Reroll-Comps.
aber fick deine Economy im schlimmsten Fall wirklich hardcore. Weil natürlich am Ende des PBE Combats 50 Gold oder so viel Gold wie möglich haben willst, um mehr Gold zu bekommen, um mehr Interest zu haben. Und das hast du halt wahrscheinlich nie mit Jobglitch. 3-2. But it does mean like from 3-2 to 3-7, you're down a gold augment. Then you get the 10 rerolls, and then you go on, and then you get the 10 rerolls, and it's like pretty interesting. So, like I said, my read is it's not strong. Others have it is strong, so I'll be curious what you think. Last one I'll talk about here. If you like Call to Chaos, a magical roll will be one you'll really like here. Roll 3 dice, gain rewards based on their total. Ja. What Oder Chaos im Billo. Who knows? But I know one high roll, for example, is just here's your Tactician's Crown. So for a gold augment, getting a Tactician's Crown, not bad. Not bad. Second page of gold augments here. Mehr Gold Augments, let's go. Forward thinking, lose all your gold. Okay, after 6-player combat, gain back the amount lost and another 80 gold. What the fuck? Das kann ich halt zum schlechten Zeitpunkt komplett ficken. Wenn es early ist, glaube ich, wenn du es auf 2-1 kriegst, ist es einfach krank stark. Glass Cannon 2. Champions that start combat in the back row begin combat at 80% health, but deal 20% damage. Ja, ist auch wieder sehr cool für Backline-Comps, glaube ich. After casting a spell, champions gain 20% Omnivamp for 3 seconds. Access healing is converted to shield up to 300 health. Ey, das hört sich einfach an wie Overheal. To be honest, hört sich einfach an wie Overheal. Ja, für Frontline. Frontline Carries sehr geil. Climb the ladder 2. Each time an ally dies, allies that share at least one trait with them gain 5 ability power, 5% attack speed, attack damage, 5 armor and 5 magic resistance. Immer noch cool für Vertical Comps. Crown's Will, your team gains 10% ability power and 10% armor. Gain a needlessly large rod. Cool. Das wir jetzt. Ja, nein, ist einfach cool. Ist einfach cool. Aber ein Rod plus Armor plus Ability Power. Warum nicht? Spears Will. Soll natürlich Crown's Will für Crown Guard sein. Und Spears Will für Spear of Shojin. Your team gains 10% Attack Damage and 50% Mana. Glaube ich, ist trotzdem cool für Dominator. Gain a BF Sword. Einmal ein Spear of Shojin draus machen. Maces will your team gains 8% attack speed and 20% critical strike chance. Gain a sparring glove. Was ist ein Mace? Also ich weiß, was ein Mace ist, aber was mache ich mit dem Sparring Glove und dem Mace? Da bin ich gerade verwirrt. Vielleicht Stridebreaker einfach? Nein, nicht. Attack Speed? Attack Speed und Critical Strike und Gloves ist eigentlich Last Whisper. Das ist kein Mace, das ist ein Bogen. Bulky Buddies 2, Units des Start. Also diese 3 Wills sind einfach sehr gut. Finde ich. Sind gut, sind jetzt nicht über krass, sind einfach solide. Bulky Buddies, units that start combat next to exactly one other champion gain 150 health. When one body dies, the other gains 12% max health, shield for 10 seconds. Genau, es ist wie bei dem Silver Augment, was wir nicht lesen haben können. Jetzt können wir es lesen, nämlich eben, man kriegt ein Max Shield. Max HP Shield. Ja, ist glaube ich ganz cool für Frontline, für normal, also für so Standard-Coms. Ist auch wieder nicht überdramatisch. Ist einfach, wenn man nicht High Risk, High Reward gehen will, geht man auf sowas. Also sowas Solides. Noble Sacrifice. When your first ally dies, each combat grant your team 25 plus 10% of that ally's armor and magic resistance. Willst du wahrscheinlich eine Solo-Frontline damit machen. Malicious Monetization gains 6 gold for the next 3 rounds. Enemy champions drop 2 gold when killed. Das ist auch wieder High Risk, finde ich. Weil damit kannst du, also du kriegst halt 6 Gold fix, das ist cool. Aber du kannst halt natürlich, wenn du dann Win-Streaks und viele Champs killst und sagen wir mal, das sind die Teams, die Gegnerteams sind 6 bis 7, sind Level 6 bis 7 und du kriegst 2 Gold pro Champ, sind das 12 bis 14 Gold pro Combat und das sind 30 Gold, wenn du alle, circa
20 bis 30 Gold, wenn du wirklich alle Kills und alle 3 Runden gewinnst. Und das ist schon big. Aber wenn du verlierst und fast keinen killst, ist das halt einfach wieder so ein High-Risk-Augment, finde ich. No Scout, no Pivot, alles klar. Units can no longer be benched or sold after fighting in a player combat. What? After each player combat, units that fought gain 15 health, 1.5 AD and 1.5 AP. What? Aber das ist doch ein bisschen Garbage, oder? Vor allem, das kann ich ja wirklich nur nehmen. Okay, ich finde es ein bisschen Garbage. Weil damit bin ich festgefahren auf die Comp, die ich jetzt gerade habe. Also ich will natürlich rerollen, das ist eh klar. Two-Cost rerollen wahrscheinlich. Aber das heißt, ich bin Level 6 und habe eventuell nur 4 Champs, die in meine Comp reinpassen. Kann ich halt nicht 6 Champs spielen, weil ich die nicht mehr verkaufen kann. Das ist Hardcore. Aber okay. Investment Strategy. Your team gains 7 permanent max health per interest you earn. Das ist cool. Das ist cool. Das ist sehr cool. Das ist cool. Das ist einfach cool. Golemify. Lose all units, gain a golem with 70% of their combined health and 50% of their combined attack damage. Gut. Ist wie Dummify. Nur ein besser. Ach cool. Kann dich ficken wieder. Das ist so ein Ding, das kann dich einfach ficken oder cool sein. Moonlight Combat Start. Upgrade 2 random 1-cost units to 3-star for that combat and grant them 10 AD and AP. Das heißt, wenn ich nur 2 Combat Units. Das ist ja. Wenn ich nur 2 One-Costs habe, habe ich die einfach 3-star. Okay. Und wenn ich keine One-Cost-Unit habe, habe ich ein Problem. Okay. Spirit Link. Your team restores 4% of their max health every 5 seconds. Increase the healing by 0.5. Wahrscheinlich pro Sekunde. Auch wieder cool für so klassische Frontline, Backline Carry Comps. Cooking Pot. At the start of each turn, all units holding a frying pan or sparkle item grant the nearest ally another frying pan wahrscheinlich. Das ist auch krank. Das ist krank. Damit kann man echt krasse Sachen machen, glaube ich. A golden find, champions powered by the Anomaly drop 2 gold every 2 kills. Gain 10 rerolls. Auch cool. Muss mal wieder warten, weil du kriegst das letzte irgendwann auf 4-2 und die Anomaly ist auf 4-6. Ja, ist cool. Cool. After the anomaly round, another anomaly. After the anomaly round on 4-6, gain an equipable item that duplicates the chosen anomaly. Oh, das ist cool. Das ist cool. Für so einen Second Carry einfach oder für so einen Second Tank. Ja, kann man cool vorstellen. Again, you've got Glass Cannon 2, another one I think is going to be really good. Forward Thinking is a crazy one here. Lose all your gold. Just straight up lose it all. After 6 player combats, get it back, and another 80 gold. So if you have a good spot on 3-2, you can take this, just be like level 6, already have your board going, and then, 4-3 rolls around, boom, you now have like 130 gold to work with, and you can turn that around. So that's a pretty fun one. Golemify. Kann halt auch zu spät sein schon. 4-3, wenn alle auf 4-2 rollen, kann zu spät sein. We talked about this. Lose all units, gain a golem with 70% of their combined health and 50% of their attack damage. So that one's pretty cool. And then the last one here. This is an interesting one, but we talked about the anomaly. There's an augment here called Another Anomaly. After the anomaly round on 4-6, gain an equipable item that duplicates the chosen anomaly, and you can put it on another champion. Can't be the same champion, but you could actually you can take your augment and turn it into 2 of the anomaly buff, which is kind of neat. So ja. Yeah. And then we have Prismatics. Okay, die gehen wir auch noch durch natürlich. Da wissen wir die Namen aber nicht. Okay. Dann ohne Namen. Gain a Tactician's Crown. Gain a Tactician's Crown. Tactician's Crown, Shield and Cape grant the whole an additional 30 attack speed, 40% attack damage and 40 ability power. Cool.
Einfach cool. Ist ein bisschen cooler als, ähm, wie heißt New Recruit, glaube ich. Champions holding exactly one item will upgrade that item to Radiant. Das ist auch krass. Gain two removers. Thief gloves count as multiple items. Das ist natürlich nicht cool. Das ist nicht cool. The next non-player combat round will drop an additional prismatic orb full of amazing loot. All gold and prismatic orbs contain even more loot. Das ist krass. Das ist krass. Du hast halt dann kein Prismatic Augment, aber wenn du das irgendwie 4-2 kriegst und dann bis zu den, ich glaube, es sind noch die Wölfe und dann kommt erst der Drake, schaffst, gut Luck have fun. Oder das im Early kriegen ist halt krank. Every time a player is eliminated, choose one of the items to keep. Lol. Das ist auch cool. Aber es ist nicht so stark wie zum Beispiel das davor, aber auch cool. Your team gains 2.5% attack damage amplification and 1.5% durability for each non-unique trait active at its lowest tier. Ist das gut? Ich finde das nur okay. Das ist nicht so cool, oder? Ist halt wieder Flexplay. So, du willst halt 100.000 Sachen flexen. Das wird wahrscheinlich okay sein. Now and at the start of the next two stages, roll 3 dice, get rewards based on their total. Call to Chaos in Call to Chaos. Your max level is 7, okay. Gain 1 Tactician's Shield and 60 Gold. Ja, Freestar Reroll. Free Cost Reroll. Sowas mag ich nicht, weil das sind halt, du hast halt 8 Champions immer oben und sobald du deine Freestar Free Cost hast, wirst du einfach nicht mehr stärker. Not sure. Weil dafür bist du sehr früh sehr stark. Wenn du das 3-2 hast und du kannst im Prinzip 3-2 für Level 7 gehen und dann noch rollen und hast vielleicht dann Carry of Freestar. Krass. Combat Start. All units in your front row become clones of the centermost unit in that row. Clones have 100% of their original health and deal 40% less damage. Einfach den Champion nehmen, der die coolste Fähigkeit hat. Combat Start. Up to 5 champions with one or fewer items gain a copy of a random completed item from the nearest itemized alley. Kann auch cool sein. Einfach Items vervielfachen. Kann man seine Items besser spreaden. Gain 4 Giant Belts. Your Giant Belts gain plus 75 Health. 2 Warmocks gratis. Kann man nehmen. Und die machen auch dann noch 150 Health. Nein. 300 Health mehr. Mundo. Damit willst du einmal Mundo gehen. Gain 5 needlessly large rods. Your needlessly large rods grant 2.5% attack speed. Krass. Gain 5 BF Swords. Your BF Swords grant 2.5% attack speed. Das finde ich, glaube ich, ist das schlechteste von den dreien, ehrlicherweise. Weil damit kannst du halt nur, also so machst du halt, aus Needlessly machst du halt, of course, einen Rabadons, dann kannst du den einen benutzen noch für einen Iconic Spark und dann machst du noch, I don't know, ein, wie heißt schnell, ein Morellos draus, hast Anti-Heal und ein Shoot Gauntlet, ein Ginsus, I don't know, und hast schon 3 coole Items, aber da machst du halt wirklich draus Deathblade, I don't know, Giant Slayer und was kannst du noch draus machen? Infinity Edge? Ist cool für Corki, aber für sonst wahrscheinlich keinen. Für Caitlyn auch noch. Und machst noch Frontline, deine Y oder irgendwem ein Edge of Night oder ein Bloodthirster. Ja, kann okay sein. Aber ich glaube, es ist das schlechteste von den dreien. Whenever an allied champion dies, a team permanently gains 15 health, 2% attack damage, or to ability power based on dying champions roll. Das ist cool. Das ist einfach cool. Wenn du das Merle kriegst, kannst du mir einfach loose streaken, Cam Baron und geht schon.
Units that start combat next to exactly one other champion gain 325 health. When one body dies, the other gains 15%. Das wird Buddies wieder sein. Gain a Seeker's Herald. Champions buffed by Seekers also gain 53 Critical Strike Chance. Das kann gut mit den Strikern sein. Gain a Red Buff, a Blue Buff and a Greater Duplicator. Was ist ein Greater Duplicator? Ist das ein normaler Duplicator? Gain 3 Gold. Your team gains 10 permanent max health per interest you earn. Das ist auch cool. Increase your max interest to wahrscheinlich 8 oder 10. Common start upgrade a random 1-cost unit to a 4-cost to a 4-star for that combat and grant it 1580 and AP. Aber gilt das dann nur einmal? Habe ich jetzt ein Augment für einen Fight? Ah nein, es ist aber ein random, okay. Heißt, wenn ich nur eine One-Cost-Unit drin habe, wird die immer eine 4-Star. Each combat, 4 random champions in your last row gain 35 attack damage and 40 ability power. Auch cool. Gain a Tactician's Cape and a random emblem. Ja, cool, aber random. At the start of each turn, your benched completed items transform into a random artifact item. In one artifact. Was? Prismatic? Und Fine Vintage? Okay, Fine Vintage hat mehr Runden. Prismatic? Okay. As always, Prismatics definitely changed the game in a weird way. I realize I didn't Das auf jeden have Fall. names on them here, so I apologize for that. But you can still see the effects. You'll just have to guess the names here. Sorry about that. But we have stuff. There's one. This big one here is the next non-player combat round will drop an additional prismatic orb. So you guaranteed a prismatic orb, and if the game has any gold or prismatic orbs, they contain even more loot. I forget the name of this one here, but this is a fun one. Every time a player is eliminated, choose one of their items to keep. So in a way, this prismatic can be up to like 5 or 6 full items, which is pretty good for a prismatic. Das ist gut, ja. You just have to, knock those players out. So there's the lots of belts one. Gain 4 giant belts, and your belts also grant plus 75 health. The Zeke's Herald one. There's the buff one that gives you a red buff, a blue buff, and a greater duplicator. Yeah. So again, good stuff here. Oh, the Moonlight one. Combat start, upgrade a random 1-cost unit to 4-star for that combat and grant it 15 AD and AP. Was da? And this can work on a 1-star 1-cost unit. You can just take a 1-star 1-cost unit in your comp, and they'll become 4-star, which is pretty cool. Das ist cool. So, yeah. That's not all. We've got a couple others here. We call these lightning bolts. They're similar to other augments that have existed in the past, but just slight variations on them. So some pretty fun ones here. Of these, my personal favorite, AFK is gone, but BRB is here. You cannot perform actions for the next 4 rounds. Afterwards, gain 2 completed item anvils. Okay, wir schauen uns trotzdem immer noch alle an. Okay, Moment. Blazing Soul. Your highest attack speed champion is set ablaze, granting 20% attack speed and 20 AP. This effect spreads to a new unit every 3 seconds. Das ist cool. Ich muss kurz was trinken, Freunde. Powered Shields. While shielded, gain 12% durability. The first time allies drop below 50% health, they gain 125 to 257 shield for 3 seconds. Cool. Ist halt ein bisschen useless auf Watchers, oder? Ja, überfordert bin ich auch. Und bei der Hälfte von dem Augments denke ich mal, wie soll ich das machen? Aber wir nehmen es so an, wie es ist und freuen uns einfach auf den PBE. Und damit auch das nächste Piercing Lotus. Your abilities can critically strike. Your team gains 10% critical strike chance and the critical strikes 20% shred and sunder the target for 3 seconds. Das finde ich cool. Ich hoffe, Blossom Lotus ist raus. Ich denke, Blossom Lotus hat mir nicht gefallen. Ich glaube, das Augment davor Critical Lotus, wo du wirklich einfach nur flat Crit Chance bekommen hast, das war viel geiler. Und da glaube ich, das ist auch sehr cool. 2 Trick, gain a random 2-star 2-cost champion and 2 random
2-Star One-Cost Champions. Ja, Reroll, aber I'm not sure. Trifecta and 2 3-Cost Champions. Start combat. 3 random 3-Cost Champions gain 250 Health and 80% Attack Speed. Sehe ich gar nicht, wie man das reinkriegt, schaut, außer du rerollst es, aber selbst dann. Health is wealth. Your team gains 15% Omnivamp after healing 10,000 Health. After healing 10,000 Health, gain 20 Gold. Krass. Aber wieder so ein What-If-Szenario. Also einfach kein Augment oder ein halbes Augment, wenn es halt nicht 100.000 Health, 10.000 Health heißt. Be right back, was Mortdog gerade erwähnt hat. You cannot perform actions for the next 4 rounds. Afterwards gain 2 completed item anvils. Das ist strong. Das ist strong, würde ich sagen. Da kann man nehmen. Aber damit gehst du halt von Lose Streak auf Win Streak. Und dann musst du durch Win streaken. Wird schwierig zum Umsetzen, glaube ich. Blazing Soul 2. Your highest attack speed champion is set ablaze, granting them 30% attack speed and 35 AP. This effect spreads to a new unit every 3 seconds. Your highest bessere von Blazing Soul 1. Und auch wieder Piercing Lotus 2. Your abilities can critically strike. Your team gains 30% crit strike chance. And the critical strikes 20% shred and sunder the target for 3 seconds. Sehr stark, finde ich. Trifecta. Ja, auch, okay. Trifecta 2. Gain 3 Free-Cost Champions. LS gain 9% Attack Speed. Combat Start. 3 random Free-Cost Champions gain 450 Health and 30% Attack Speed. Finde ich immer noch nicht so stark, würde ich nicht nehmen, glaube ich. Final Polish. Gain a Support Anvil and a completed Item Anvil. Für Prismatic. Ich meine, es ist schon stark, aber kommt halt drauf an, wann. Void Swarm. Gain 1 CC Rod Portal and another after every 9 player combat. CC Rod Portal Voidlings gain 50% Attack Speed and 40% Omnivamp. So, da hätte ich lieber Void Swarm als Final Polish, oder? Ja, kommt drauf an, wenn ich noch 12 HP habe, hätte ich lieber Final Polish, glaube ich. Support Mining. Gain a Training Dummy. When it dies 6 times, gain a Support Anvil and remove the Dummy. Das ist cool. Support Mining Plus. Gain a Training Dummy. When it dies 4 times, gain a Support Anvil and remove the Dummy. Auch sehr cool, glaube ich. Lineup. Your team gains 2.5 Armor and Magic Resistance for each unit that starts combat in the first 2 rows. Sehr Frontline Carry-lastig. Backup. If your team has at least 4 units start in the back 2 rows, your team gains 10% Attack Speed. Gut. Und das ist halt Backline Carries. Delayed Start. Sell your board and bench. Gain 4 random 2-Star One-Cost Champions. Disable your shop for the next 3 turns. Was? Also das kann ich nur 2-1 nehmen. Das kann nur 2-1 halbwegs funktionieren. Und Health is Wealth 1 für Silber auch noch. Your team gains 10% Omnivamp after healing 10,000 Health, gain 10 Gold. Ich glaube, das würde ich auch nicht nehmen. Das Gold ist noch umsetzbar wahrscheinlich. Aber das, glaube ich, was umsetzbar ist, Frage. Underdogs. Whenever your team has fewer units alive than your opponent, your units regenerate 8% Health each second. Maximum 150. Das kann auch gut sein, glaube ich. Ja. Ja. Pretty fun. 2-1 only augment. Piercing Lotus replaces the previous Lotus. Sehr gut. Blazing Soul's pretty cool. Support mining. So, delayed start. This one used to be called Head Start, and we kept finding people loose streaking with it. But delayed start basically says sell your board and bench, gain 4 random 2-star 1-cost champions, and then you can't use your shop for the next 3 turns. So, yeah. Weiß ich nicht, All warum right, man das and then nimmt. if you're curious, we still have trait augments. So each of the traits obviously have the. Es gibt aber Milliarden Augments. Okay. Wir gehen trotzdem weiter. Wir ziehen das durch. Wir ziehen das so fett durch. Wir haben auch noch nicht einmal die Augments, diese Kombinations-Augments. Wie lange haben wir jetzt noch Augments? Noch lange. Noch sehr, sehr lange. Wir gehen durch. Academic Research. Whenever you build an item, gain a completed item anvil instead. Okay. Das ist, glaube ich, sehr cool. That anvil
Always offers an academy item and the item build. In 2 random components gain a locks in the... Ah, ich check, wozu das da ist. Das ist sehr gut. Das ist natürlich cool, wenn du einfach Vertical Academy gehst. Das Video insgesamt hat 1 Stunde 20 und wir sind bei 1 Stunde 11. Wir sind schon gut dabei. Es sind halt auch schon 4,5 Stunden insgesamt dabei, sehe ich gerade. Das ist krass. Fractured Crystals. When an Automata Champion fires their blast, they fire a second blast at the closest enemy, dealing 50% of the original damage. Gain a movement in Nocturne. Auch einfach straight up vertical. Forbidden Magic for Black Rose. Every 3 takedowns a Black Rose Champions or Sign grant Sign permanent bonus 1.5% attack damage and 10 max health. Gain 3 Black Rose Champions. Das ist stark, glaube ich. Ich glaube, das ist stark. War for the Undercity. Every time you choose to save your Shimmer on the Black Market, heal 4 Player Health and gain 6 Gold. Okay, krass. Das geht auch anscheinend, dass man es einfach saved und gar nicht ausgibt. Noxian Guillotine für Conqueror. Conquerors execute units below 12% health. When they do, they gain 5 armor and magic resistance for the rest of the combat. Gain a Darius and a Draven. Das hört sich auch extrem stark an, ehrlicherweise. Das hört sich extrem stark an. Law Enforcement für die Enforcer. Enforcer Champions gain 10% attack damage. Every 5 wanted enemies deaths grant 6 gold. Gain a step and a Medi. Hört sich auch gut an. Also kann man machen, glaube ich, wenn man das Wort dafür hat. The mutation survives. Experiment. Experiments gain 12% health and grant a special hex. The experiment in the hex is killed on combat start, granting the experiment bonus to other laboratory hexes. Gain 3 experiment gems. Das hört sich extrem garbage an. Das ist wirklich extrem garbage an. Warum sollte er sterben? Okay. Dann hört sich garbage an. Welcome to the playground for family. If at least 2 family members are alive after 12 seconds, in combat or at the end of combat, gain a random copy of Wenn, Powder or Violet. Gain Powder or Violet. Okay, or? Nicht End? Warum nicht? Aerial Warfare für Firelight. Violet Champions gain 9% AD and AP when they start the Firelight Dash. They gain another 3% for every hex traveled that combat. In a Scar and a Scary. Okay. Painted Town Blue for Rebel. When the first 5 rebels die each combat, summon a copy of themselves that is 1 star lower with 400 less health. Gain a Call and an Irelia. Hört sich auch stark an. To be honest, hört sich sehr stark an. Top of the Scrap Heap. Für Scrap, every 8 components Scrap Champions convert, gain a random component. Maximal 6, gain a Powder and a Trundle. Okay, bleiben die dann permanent converted? Okay. Loot Explosion für Ambusher. Ambusher Kills, das ist Critical Strike, glaube ich. Ambusher Kills have a chance to drop loot, scaling with Critical Strike chance. The value of the loot given can also critically strike, granting even more loot. Gaining Camille and the Powder. The value of the loot can also critically strike. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Loot Explosion. Nein. Rocket Collection for Artillerist. Artillerist rockets deal 50% increased damage. Every 60 rockets mit Doppel S. Every 60 rockets fired gain a Collector. Gain a Tristana. Cool. Why not both? Form Swapper. While you field 2 of the same Form Swapper in different forms, both gain 30% attack damage, ability power, armor and magic resistance. When you 3-star Form Swapper, gain a 2-star copy. Das hört sich extrem geil an. Hört sich wirklich extrem geil an. Domination. Dominators gain 20% attack speed while shielded. When a Dominator gets a kill, all Dominators gain 150 shield for 4 seconds. Gain a Cassiopeia. Auch sehr stark, glaube ich.
Training Arc für Pitfighter. Pitfighter permanently gain 1.5% attack damage if they lost the last combat. If they won, gain gold instead. I don't know. Irgendwas anderes. Gain in Urgot. Adrenaline Burst für Quick Striker was? Combat start and every 6 seconds or Quick Striker attack or Quick Strikers attack 85% faster for 2.5 seconds. Man kriegt auf jeden Fall eine Akali. Shield Bash bei den Sentinels. Sentinels gain 8% Bonus Armor and Magic Resistance every 4 seconds. The next attack deals Bonus Damage. Und man kriegt einen Loris Sniper's Nest. Snipers gain 8% damage for each run fought with from the same starting hex. Das hört sich auch cool an. Das ist, wenn du auf Positioning scheißt und einfach nur Damage machen willst. Arcane Retribution. When sorcerers die, they heal 300% of their ability powers. They deal 300% of their ability powers magic damage to all units within a radius. Again, Vladimir. White Collar for Visionary. For every 220 mana Visionary is spent, summon a Voidling, up to 5 Voidlings. Voidling has health based on stage. Auch cool. Ich glaube, es ist okay. Battle Scars für Watcher. Every time Watchers are attacked, they gain 2% attack damage. Every time Watchers are hit, they gain 4 Ability Power. Gain a Vendor. Okay. Ist natürlich schade, dass man da nur die Hälfte sieht. Aber cool. Die meisten davon sind sehr cool. Augment that they can use. These are the ones, and I'll be honest with you guys, if anything this set is like off balance right now, it's probably the augments. Augments are the things where you can see here we've cooked a lot of unique stuff. But, Ja, das sieht man. We want to do that. We want to make fun content. But it's probably the stuff that's also like the roughest. So we'll have to take a look. We'll be balancing pretty quick though. But yeah. Probably there's some fun ones here like scrap, top of the scrap heap. Every 8 components scrap champions convert. Gain a random component up to 6. So you can get 6 components from a gold augment. That's pretty good. Yeah. Sentinels gain 8% bonus armor and magic resist. Every 4 seconds, their next attack deals 100% of their resistances of magic damage. Pretty cool. 100%, okay. So, Void Collar. This one's cool. You play a Visionary comp, and as your Visionaries spend mana, you summon Voidlings, up to 5 Voidlings. So you can make extra frontline as you're playing, which is pretty neat. So, yeah, again, pause the video, read them all if you want to check them out. But a lot of augments. Okay. This is a big deal here. So we have hero augments. Those are coming back, and we talked about these. 1-cost champions are silver. So for example, we have Das ist eine große Neuerung. Mad Chemist. Turn your singed into the singe that runs around. Cool. Or Blade Dancer. Change your Aurelia into the Aurelia that dashes and kills people. Cool. We have some gold ones here, like Crimson Pact that turns your Vlad into a ranged champion. Or Gloves Off that turns your Vander into a damage dealer. But in addition, we have a new type this time. And these, we call them team-up augments. Team-up augments unlock a new trait with 2 champions that don't usually work well together. For example, you've got Sisters. You'll gain a Vi and a Jinx. When Vi scores a takedown, Jinx gains 50% attack speed. When Jinx scores a takedown, Vi gains 40% damage. Some of you may remember that from Gizmos and Gadgets. We have a couple prismatic ones even. I really like Geniuses here. Gain an Echo and a Heimer. When Heimer casts, Echo releases 3 after images. When Echo casts, Heimer fires 3 missiles. So pretty cool. Gets you to use champions in ways you might not normally. Ambessa and Caitlyn. Menaces is a cool one. You get a 2-star Powder and a Silco. When fielded with Silco, Powder gains Dominator but no longer benefits from family. And then when her monkey explodes, it creates 3 of Silco's monstrosities. So pretty cool one. Jinx and Savika for Unlikely Duo. Vi and Echo for Reunion. So pretty cool concept here. Goes with the show really well. I even like what could have been, where you have Vander and Silco working together. Just really fits the theme of the set, which is like tell the stories with the characters in the way you want. So definitely check those out. Those are fun. Ja. Und ich hätte es auch nicht besser sagen können, dass es echt in dem Sinne gut funktioniert oder dass es echt einfach ein cooles Update ist mit
Was sind diese zwei Champions, die in der Story eigentlich gut zusammen können, aber jetzt mit den Trades nicht gut zusammenpassen? Wir wollen trotzdem schauen, wie sie miteinander funktionieren. Finde eine coole Idee, eine mega coole Idee. Und das macht das ganze Game nochmal anders, weil du auf andere Trades vielleicht gehen kannst und noch mehr reinflexen kannst, anstatt Vertical gehen. Oder eben, ich will doch das Hero Augment, ich will doch das ähm, Trade Augment von gerade. Oder ich will halt dieses Team-Up Augment, wo ich sage, okay, wird sehr, sehr sicher Flex werden. Was ich da nicht hundertprozentig verstehe, ist, warum manche Gold sind und manche Prismatic. So, wenn ich sehe, Sisters Trade, Y scores Attack, dann Jinx gain 50% Attack Speed. Und mein Y und Jinx sind 4 und 5 Cost Unit. Warum ist das Gold? So. Und du kriegst dann eine Y und eine Jinx. Du kriegst einfach eine Imagine, du kriegst das. Ich schätze mal, das sind ja auf 4-2 gehen, aber selbst wenn, Imagine, du kriegst auf 4-2 einfach eine random Jinx mit einem Update für Jinx. Finde ich schon viel. Dagegen finde ich das Prismatic, What Could Have Been, eine 4-Cost-Unit Silco und ein 2-Star Wender. Also, das finde ich nur stark, wenn du schon auf Wender gehst und ihn damit Freakers oder vielleicht sogar, also Freestar oder vielleicht sogar 4-Star damit kriegst. Aber ansonsten finde ich Sisters von den Units sehr stärker als What Could Have Been. Aber gehen wir auch dir mal durch und beginnen halt gleich mit den Sisters. Wenn Y scores a takedown, Jinx gains 50% attack speed for 5 seconds. When Jinx scores a takedown, Y gains 40% attack damage for 5 seconds. Gerne Y in der Jinx. Ich muss husten. Okay. Sagt, da kriegt man einfach eine random 4-Cost und eine random 5-Cost Unit. Okay. What could have been? Venda gains 35 permanent max health each time Silco casts. Okay, das ist stark. Silco gains 8 permanent ability power each time Venda dies. Okay, krass, aber auch stark. Trade Genesis. When Heimerdinger casts Echo releases 3 after mirages, each dealing 30% damage. When Echo casts Heimerdinger fires 3 missiles, each dealing 100% damage. Auch sehr stark, aber auch da verstehe ich nicht 100%, warum das Prismatic ist und eben Sister zum Beispiel Gold. Martial Law. Wenn du besser casts, Caitlyn fires an empowered attack at the target dealing 250% damage. Ambassador gains 35% of Caitlyn's attack damage. Gain an Ambassador in der Caitlyn. Auch wieder eine 4-Cost und eine 5-Cost Unit für einen Gold Augment. Menaces. When feeded with Silco, Powder gains Dominator but no longer benefits from family. Ja, finde ich cool. When her monkey explodes, it creates 3 of Silco's monstrosities. Ja, sehr cool. Damit bist du doch gleich in dem Dominator drinnen. Alles fein. Unlikely Duo, Jinx and Civica gain 50% attack damage and 150 health. Whenever one casts, they grant the other 20 Mana. Civicas Arm ist luckier. Auch wieder, da kriegst du 2 5-Cost-Units für ein Gold-Augment. Die auch noch einen extra Buff bekommen. Das ist einfach du Q besser. Und Trade Reunion. When Y casts, Echo releases 3 After Mirages after her target dealing 50% damage. Nein. Releases 3 After Mirages at her target dealing 50% damage. When Echo casts, Y slams an Earthquake at his target dealing 150% damage. Aber ja, 2 4-Cost-Units. Warum setze ich das mit 2 5-Cost-Units gleich, die auch noch gebufft werden? Aber okay. Ja, gerne, DHP. Viel Spaß dir noch. Tschüss, man sieht sich. Oder hört sich besser. Ich bin auch echt hyped. Es soll morgen am Abend schon losgehen. Das heißt, allerspätestens Mittwoch in der Früh terrorisieren wir den PBE mit Zoe. Aber das schauen wir noch an. Wie gesagt, wünsche noch einen schönen Tag. Und ich mache jetzt noch den Run und fertig, die letzten 5 Minuten. Und dann wird es auch für mich wahrscheinlich Schluss sein. Bis morgen. Tschüss. Genau, wo waren wir? Crimson Pact. Gain a Vladimir, your strongest Vladimir. Jetzt sind wir bei den Hero Augments. Your strongest Vladimir gains +3 range and gains 5 bonus mana each attack. His ability no longer heals but grants 6% damage amp, dealing 70% bonus damage.
and spreads additional damage to the 2 nearest enemies. Mad Chemist. Gain a Singed. Your strongest Singed can not attack, but constantly runs. Oh my god, ist das geil. Leaving a poison trail that deals magic damage over time. His ability will always target himself and instead grants 20% Omnivamp and movement speed. Geil. Einfach geil. Blade Dance. Gain an Irelia. Your strongest Irelia gains 40% attack speed and gains a brand new spell. It dashes her between units, targets, dealing physical damage to both. Okay, zwischen zwei. Gloves Off. Gain a Vendor. Your strongest Vendor gains a brand new spell that no longer grants resistances, but deals 100% attack damage and punches the target backwards, dealing 25% of the original damage to all enemies hit. Das ist auch cool. Trolling. Das mache ich auf dem TFT. Gain a Trundle. Your strongest Trundle spells no longer heals, but instead grants 125% attack speed for 5 seconds. And permanently gains 1.5% attack damage. Das ist auch cool. His maximum mana is reduced to 40. Combat Medic. Gain a Step. Your strongest step spells cost 10 less mana, schätze ich mal, but no longer heals. Steps spell grants 30% Omnivamp each time, each dealing 70% damage. Vorlesen ist schwierig. Brutal Revenge. Gain 2 Rennies. Your strongest Rennie's ability costs 35 mana less and causes her to lunge forwards. The farthest enemy, dealing 125% damage to the target and reduce damage to enemies in the path. Cool. I hope this works. Gain a Powder. Your strongest Powder's explosion radius is increased by 2 hexes. Has reduced damage fall off. Damage to allies? Okay, das wird schwierig. Ah, gut. Ach du Scheiße. Ja, die gehen wir auch noch durch. Emblem Augments, die ganzen Quests. Academy, gain an Academy Emblem and a Leona. Ambusher, gain an Ambusher Emblem and a Camille. Artillerist, gain an Artillerist Emblem and a Tristana. Automata, gain an Automata Emblem and a Nocturne. Bruiser, gain a Bruiser Emblem and a Set. Black Rose, gain a Black Rose Emblem. Okay, keine Gems. Chambaron, gain a Chambaron Emblem and a Renata. Conqueror, gain a Conqueror Emblem and a Rel. Enforcer, gain an Enforcer Emblem and a Loris. Experiment, gain an Experiment Emblem and an Urgot. Family, gain a Family Emblem and a Violet. Firelight, gain a Firelight Emblem and a Sari. Dominator Crest, gain a Dominator Emblem and a Blitzcrank. Ist Blitzcrank eine Free-Cost-Unit? Ist es nicht einfach besser als Firelight zum Beispiel? Not sure. Pitfighter Crest, gain a Pitfighter Emblem and an Urgot. Quickstriker Crest, gain a Quickstriker Emblem and an Akali. Rebel Crest, gain a Rebel Emblem and an Akali. Ganz viele Akalis. Scrap Crest, gain a Scrap Emblem and a Ziggs. Sentinel Crest, gain a Sentinel Emblem and a Rel. Sniper Crest, gain a Sniper Emblem and a Sari. Auch ganz viele Saris. Sorcerer Crest, gain a Sorcerer Emblem and a Vladimir. Visionary Crest, gain a Visionary Emblem and a Renata. Auch ganz viele Renatas. Watcher Crest, gain a Watcher Emblem and a Vendor. Auch ganz viele Vendors, ne? None. Und auch nochmal mit Crown als Prismatic, nämlich gain an Academy, bei Academy, gain an Academy Emblem as Spear of Shojin and a Leona. Ambusher, gain an Ambusher Emblem, a Hand of Justice and a Camille. Artillerist, gain an Artillerist Emblem, a Runan's Hurricane and a Tristana. Automata, gain an Automata Emblem, a Guardbreaker and a Nocturne. Bruiser, gain a Bruiser Emblem, a Redemption and a Set. Ja, funktioniert ganz gut, glaube ich. Black Rose, gain a Black Rose Emblem, a Morellonomicon and a Cassiopeia. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Cambaron, gain a Cambaron Emblem, a Nashor's Tooth and a Renata. Not sure. Conqueror Emblem, a Last Whisper and a Rel. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Nicht in der Item-Kombination, aber insgesamt. Enforcer Emblem, also Enforcer Emblem, an Infinity Edge and a Loris. Auch in der Item-Kombination nicht das Beste. Experiment Crown, an Experiment Emblem, a Bloodthirst and an Urgot. Family Emblem, an Even Shroud and a Violet. Firelight Emblem, a Protector's Vow and a Scar. What? Achso, Protector's Vow, ich bin gerade falsch. Das ist Armor und Tier. Ist okay.
Dominator Emblem, Protect this war eine Blitzcrank. Okay, hätte ich jetzt eher. Ja, Mana, ist okay, ist fein. Hitfighter Emblem ist Derek's Gage and a Gangplank. Big Striker Emblem, Ginju's Rageblade in the Nocturne. Das passt sehr gut. Rebel Emblem, a Shoot Gauntlet in der Kali. Das passt halt für Jinx nicht so gut. So für Kali wahrscheinlich. Scrap Emblem, a Hextech Gunblade in the Six. Nee. Sentinel Emblem, a Crown Guard in the Loris. Sniper Emblem in Infinity Edge in the Seri. Das passt, glaube ich, ganz gut. Sorcerer Emblem in Adaptive Helm in the Vladimir. Visionary Emblem ist Spear of Shojin in Renata. Und vom Watcher von der Watcher Crown, also nur Watcher Emblem, den Rest kann ich halt leider nicht lesen. Ich schätze mal ein Tank-Item. Und was haben wir da bekommen? Einen Wender. Vielleicht auch einen Wender wahrscheinlich. Here, their emblems. The one thing I'll call out is Black Rose Crest is very good early. Black Rose Crest does not get a champion. Other than that, though, they all should be balanced. And just like before, if we have to make adjustments, we will. But they exist. Finally, if you're curious what augments we removed, here's a solution. Das sind auch wieder einige Augments, die removed sind, ne? Oh, da gehen wir jetzt einfach nur Dings durch. Ascension, Avenge the Fallen, Big Gains, Blossom Lotus, weg mit dir, keiner braucht dich. Bronze-Ticket, habe ich kein einziges Mal gesehen, habe ich das Gefühl. Ich bin ja nur blind. Capricious Gloves, Combat Bandages, schade, die waren gut. Combat Caster, schade, das war cool. Crash Test Dummies, okay. Double Down, Escort Quest, Explosive Growth, ja gut, die ganzen, das ist wie Hegler, Explosive Growth Plus. Fortune Favors the Bold, weg mit dir, braucht keiner. Keepers 2, Learning to Spell, ja, weg. Magic Wand, haben wir jetzt was Neues. Märtyrer, Metabolic Accelerator, Rolling for Days. Rolling for Days war Gold? War Silber, oder? Rejuvenation, zweimal gleich, damit es ja weg ist. Sleight of Hand, Stand United, Stars are Born, Stimpack, Freeze a Crowd, Freeze Company, Tiny Titans, Too Healthy, Too Tanky. Unified Resistance 1 und 2. Das ist beides Gold, das kann ich mir vorstellen. Vertically inclined, you have my bow, you have my sword. Ich glaube, da sind noch ein paar Silver Augments dabei. Salute to all the augments that are taking a break this set. So, Er sagt aber taking a break, das heißt, vielleicht kommen die wieder. Escort Quest is going to be gone. Crash Test Dummies. Fortune Favors the Bold is going to be gone, so you're not going to see that augment anymore. Metabolic Accelerator. Okay, not anymore. Sagt ihr was anderes als Break? Stars are Born, Sag, Stimpack, Tiny Titans, Vertically Inclined, stuff like that. Golden Quest, I believe, should be listed here. It might not be listed. Oh, might be on the other pages. Well, Golden Quest I know is gone too. So. Okay, also es scheint noch nicht ganz vollständig zu sein, was wirklich Gold ist, was nicht. Was Silber ist, was Gold ist. Also wem ist noch AFK? Combat Bandages 1 dabei. Schade, dass es weg ist. Das war ein echt gutes Augment. Exiles, das haben auch viele mitgenommen. Auch schade, dass es weg ist. Featherwhites, Final Resistance, Golden Remover. Das muss, also dass das noch nicht raus war, ist sowieso krank. Das ist, wer pickt das? Du kriegst so viele Remover, weg damit. Item Leather, ich glaube, das war einfach nur verpackt von vorne bis hinten. Und bei Swan Partial Ascension, das heißt Planning, Rejuvenation, auch wieder zweimal, damit es ja weg ist. Silver Veil, verstehe ich nicht ganz, aber okay. Stationary Support und Triforce, darf alles weg. Upgraded Adventure, haben auch viel zu viele Leute genommen, hat nicht gut funktioniert. Assassin's Toolbox, habe ich ja davor schon gesagt, dass es weggehört. Blossom Lotus, jawohl, weg damit. Final Ascension, das verstehe ich nicht hundertprozentig, aber okay. Giant Mighty, das finde ich schade, dass das weg ist. Impenetrable Bulwark, das haben, glaube ich, nicht viele genommen einfach. Alle Toolboxes sind weg, finde ich schade, die waren immer ganz cool. Tiny But Deadly, auch weg. Okay, auch schade, war auch cool. Und What the Forge ist auch weg. Verstehe ich, das war jetzt einfach sehr OP zum Schluss. AFK is gone, Sag, Featherweights, Item Ladder, Precise Planning, Silver Veil, Upgraded Adventure, Assassin's Toolbox, Final Ascension, Marksman's Toolbox, Spellcaster's Toolbox, What the Forge. So, yeah. All right, and then we have a couple item changes here. And don't let me forget, there's one that's not on the sheet that I need to talk about, I think. I can't remember. Anyway, Blue Buff got one of the bigger changes here.
Blue buff now doesn't reduce their max mana by 10, instead gives them 10 mana after casting. So Okay. kind of the same effect, but a little less warping. So this is a bit of a nerf to blue buff. It is going to gain some more starting mana, but yeah, so a bit of a nerf to blue buff. Hand of Justice gets a big buff. Hand of Justice, oh, now I remember what it is. Okay. Hand of Justice is going to get the same thing where you get the AD, the AP, and the Omnivamp, but instead of it being random, if you're above 50% health, you get the offense, and if you're below 50% health, you gain the Omnivamp double. So that's pretty cool. Das ist cool. Deathblade gets 5% more AD. Guardbreaker and Giant Slayer are going to get some of the damage amp pulled out of the condition, making them a little bit better to use overall. So Guardbreaker and Giant Slayer, now you'll see like Guardbreaker has that 10% and Giant Slayer has that 5% pulled out of that condition. Gunblade. Okay. Gunblade gets changed in that it used to be 15% Omnivamp and heal the lowest percent ally for 15%. Now it's 25%. Gunblade's a very good item. Do not sleep on Gunblade now. But Jetzt schon wahrscheinlich. most of the healing actually goes to the lowest ally, not the Omnivamp. Quicksilver. Quicksilver is going to be a little bit changed. The duration is going to be longer, so it should be more valuable. And then the one I forgot to add here, because it came in a little last minute, is Sunfire. Sunfire actually got a buff where it now gives 8% max health as well. Wichtig. So Sunfire now gets to be a better tanky item. Should bring it back to its former glory days. Pretty good to slam. That 8% bonus health should be pretty good. Ja, kann mir vorstellen. Lastly, on the artifacts, we launched artifacts in the For Fun patch to kind of get a grasp on them. We wanted to kind of push the envelope to see where we could. We did that now, and now we're going to be pulling back on them. There might even be changes after this. There's a few we're still unsure of, but Blighting Jewel is going to get 15 more mana. Deathfire Grasp is going to lose 5% amp and 15 mana. Understandable. Das war ein sehr großer Buff für Deathfire. Verstehe ich, dass sie es nerven wieder. Hull Crusher, we're cutting the attack speed, and Ja, ist auch wahrscheinlich einfach zu stark. the AD and AP goes down to 20. Hull Crusher, we went a little too insane. So Hull Crusher is going to come back down. Should still be a very good item on champions that don't really need attack speed. So like Vi is going to really like Hull Crusher, whereas Mbessa is going to like Trinity Force more. Lichbane, actually we undershot it, so gets some more attack speed. Ich glaube, das wird in dem Set Lichbane viel besseres Item als im letzten. Im letzten Set, glaube ich, hat das nicht wirklich jemand gut verwenden können. In dem Set gibt es ein paar Champions, wo ich glaube, dass sie das sehr gut verwenden können. Light Shield Crest, we overshot it. The armor and MR is going down. And there's another nerf not listed here that came in hot. That is the shields now have a duration of, I believe, 4 seconds. So it's not just infinite health. Mogul's Mail is going to get a buff where the gold interval will go back down to 8 seconds. And Unending Despair, the damage got nerfed and the HP got nerfed a bit. And that's it. We did it. We made it. So, like I said, there's a lot of fun stuff to play with. Overall, we've been playing this set for quite a bit. I really enjoy it. I have a lot of fun with it. I hope you guys do too. When it goes to PBE, play it, let us know. It is going to be a very short PBE, so I think our hard work will pay off, but let us know. Let us know if you see something that feels wrong, something that doesn't, but we have been putting so much love and care into this set that we really hope this is going to be one of, if not the best TFT set ever. So, yeah. All right, there you go. I've already been talking for a long time. My voice is giving. I'm going to go watch Arcane Season 2 with my wife and daughter. That's what I'm doing the rest of my day. So, yeah. Enjoy. All right. That's good. Das war ein bisschen ungünstiges Stopping. Apropos Enjoy. Wir sind am Ende. Wir haben alles durch, was auf den PBE kommt, in der Nacht vom 11. in der Nacht vom 12. auf den 13. November. Das ist morgen, übermorgen. Ist da alles mit drin. Der ganze PBE wird auf Set 13 geupdatet. Ich freue mich schon extrem drauf. Ich finde das Set jetzt, nachdem wir dieses lange Video wirklich nochmal durchhaben, nachdem wir nochmal wirklich, was sind die Changes, bin ich noch mehr hyped drauf. Habe ich noch mehr Bock, das mir zum Geben, anzuschauen, euch zum zeigen. Es ist wirklich einiges. Am meisten Angst habe ich vor den Augments. Manche davon sind einfach sehr First or Eight. Die Trades schauen extrem krass aus. Extrem playable. Die Champions schauen extrem playable aus. Die Kombinationen drunter
Sind einfach echt cool. So viele Unique Champions, die drinnen sind. Smeech sehen wir da. Maddie, Loris und Step. Pau, der Violet Wender, Sevika. Im Prinzip sind das alles TFT-unique Champs. Und Silco ist dabei, was mich extrem freut. Ich glaube, wir haben jetzt damit einen perfekten Überblick, was es gibt, was playable ist, was man ja nicht spielen will vielleicht. Ich glaube, Experiment kann cool sein, aber nicht mit dem Vertical Augment. Und ich bin hyped. Ich würde mich freuen, wenn es morgen bzw. übermorgen wieder einschaltet. Box mal auf so Sachen wie YouTube, äh, hier auf Twitch, TikTok. Und dann schauen wir, wie es weitergeht mit Set 13. Für mich war es das für heute. Ich bin für heute raus. Ähm, Ich glaube, mehr als diese 1,5 Stunden kann man nicht sagen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.